Einen schönen guten Mittag miteinander. Hier sind wir zurück mit Scara Racing. Heute in Monza. Auf der Combine-Strecke. Wir fahren heute vor allen Dingen die Fix Challenge mit den GT3s. Plus die Simulcube GT Sprint Series. So haben wir tiptop laufend Races, die am Laufen sind. Wir haben nicht grosse Unterbrüche, außer die Crash, ist klar. Dann gibt es gezwungenermassen eine kleine Pause. Aber das wäre so ein bisschen der Plan für die nächsten paar Stunden. Monza grinden, I-Rating versuchen, ein bisschen aufzubekommen, was aber, glaube ich, nicht ganz einfach wird sein mit der aktuellen Übung. Wir waren in den letzten paar Tagen und Wochen eher auf LMU unterwegs gewesen. iRacing ist tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen. Zum einen, weil es die Strecken mir nicht ganz so gelustet haben wie sonst Alben. Und zum anderen, weil es gerade so noch coole Rennen hat gegeben in LMU. Noch mit einem Kollegen zusammen. Der hat ein bisschen Safety Rating grinden. Hat schon noch Spass gemacht mit den Dailies. Aber heute würden wir uns voll und ganz auf iRacing konzentrieren. Die Herausforderung heute ist Monza. Monza Kurve 1 ist klar, famous für das. Aber die zusätzliche Herausforderung ist, dass es combined ist. Combined selber noch nie gefahren. Wir sehen sie ja gerade im Overlay von iRacing. Hier reden wir eigentlich von der klassischen Strecke, wie man sie schon kennt, in Kombination mit einem Rundkurs. Ich glaube, das ist relativ ein alter Track oder eine Führung von diesem Track. Bin mir zwar nicht ganz sicher. Und diese Kombination bin ich tatsächlich noch gar nie gefahren. Geübt auch noch nicht. Gegen Computer hat man gar nicht können, die Streckenführung aussuchen für das Training. Von dem her, das ist nicht passiert. Wir haben 10 Minuten jetzt Zeit, um uns heute dran zu gewinnen. Diese Streckenführung. Mal schauen, wie es kommt. Ich erwarte nicht ganz so viel von diesem ersten Rennen. Ich hoffe, das zweite wird schon ein bisschen besser. Wäre zumindest wünschenswert. Aber von diesem ersten Rennen halten wir uns, glaube ich, noch ein bisschen zurück mit den Erwartungen. Das wäre nicht verkehrt. Ja, da sind wir. Wir sind auf der Teststrecke. Tipptopp. Auf dem Practice-Server von Monza. Ich würde sagen, wir steigen direkt rein. Wir versuchen uns so schnell wie möglich an diese Streckenführung dran zu gewinnen. Okay. Gut. Haben wir gesehen, das fährt eigentlich hier im Exit schon gerade mal mit dem Rundkurs an. Wie gesagt, eigentlich noch cool. Sieht noch funny aus, aber auch verdammt ungewohnt. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, jetzt geht es einfach rundum, bevor wir nachher auf die GP-Strecke kommen. Ich glaube, so ist das hier vorgesehen. Cool wäre ehrlich, wenn wir hinter dem davor hinten nachfahren. Aber der ist ein bisschen weit weg. Leider. Das Gute ist, die Pneu wärmt es eigentlich so gerade auf, ohne viel zu machen. Und jetzt kommen wir eigentlich auf Turn 1 von der Monza-Strecke. Eigentlich noch lustig. Ich glaube 150, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ungefähr 150. Upsi.
So weit, so gut. Auch die Monza-GP-Strecke nicht wirklich geübt. Schlecht vorbereitet für heute. Heisst, uiuiui. Noch gerade ein bisschen LMU. Noch gerade ein bisschen die LMU-Steuerung gewandt. Aber das kommt wieder. Hoffentlich. Unsere Mission vom heutigen Tag, wir sehen, aktuell ist das I-Rating auf 1,7, also 1700. Die Mission wäre, das wieder raufzubekommen auf 2000. Das ist sicher ambitiös. Aber nicht ganz unrealistisch. Es kommt ein bisschen darauf an, wie schnell wir uns einfuchsen in die Monsterstrecke, wenn das erste Rennen einigermaßen okay durchgeht, dann müsste das eigentlich gut kommen. Hier weiss ich gar nicht mehr genau, wo bremsen ist. Okay. Und jetzt geht es wieder auf einen Rundkurs, so wie ich das gesehen habe. Ja, noch interessant. Das ist noch interessant. Hm. Okay. Wenigstens stellt uns die Combine-Streckenführung nicht wirklich ein Bein. Weil es so ziemlich Standard ist für die GP-Strecke. Einfach mit dem Zusatz noch rundherum zu fahren dort, das ist okay. Mit dem können wir, glaube ich, umgehen. Mit dem können wir umgehen heute. Das bedeutet, wir müssen so schnell wie möglich uns wieder am Monza selber gewinnen. Mal wie wir sehen, ist das noch gerade ein bisschen gar holperig. Ja, aber das bekommen wir her, hoffe ich. Sollten wir zumindest. Ja, sollte funktionieren. Ich glaube, hier könnten wir mit dem dritten durch, aber im Moment noch gerade ein bisschen unsicher. So bietet. Wir sehen auch den vor uns. Holt immer mehr Abstand raus. Gutes Zeichen dafür, dass wir ziemlich langsam sind. Mhm. Oh, da steht einer. Ob den lassen wir durch. Okay. Wie lange haben wir noch Zeit zum Üben? Nur 3 Minuten. Nicht gerade der Haufen.
Unser Ziel für Rennen Nummer 1 ist, ins Ziel zu kommen. Ins Ziel zu kommen, ohne grossen Unfall oder Crashes zu haben. Und das ist es eigentlich auch schon. Sprich, der Platz ist egal diesmal. Das Safety Rating soll hochgehen. Und das erste Rennen hat tatsächlich zum Ziel, dass wir uns einfach die Strecke gewinnen können. Und dafür würde ich mir ein super Rennen bevorzugen für heute. Ja, aber es dürfte schon noch ein bisschen schneller gehen. Ich weiß gar nicht, was wir da haben. Wir da oben 241 der erste. Okay. Ja, vergeht zu bremsen. Zwei 41 der erste. Wir haben 248 und 8. Das ist ziemlich schlechte Pace. iRacing hat schon gejammert, dass wir eine schlechte Internet-Connection haben. Dürfte aber eigentlich nicht sein, weil die müsste eigentlich okay sein. Gefährlich, gefährlich. Das ist noch gefährlich da, wenn es einen nimmt. Da musst du ziemlich krass aufpassen. Tja. Das Qualifying ist schon ready. Okay. Okay. Dann steigen wir doch gerade in die Rennlobby rein. Ja. Ganz kurz ein bisschen leislicher für mich machen. Gerade ein bisschen sehr laut im Rennen selber gsi. Ich glaube, auf den Headphones müsste ich es ein bisschen runter tun. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das tut. Ob es ein bisschen besser ist. Eine Sekunde, noch etwas anderes umstellen. So, back on the track. Gut. Jetzt hoffen wir, es ist nicht ganz so laut wie vorher, aber das merken wir ja gerade sofort. Wenn es für euch ein bisschen zu laut wäre, gerne sagen. Oder wenn der Ton schon nicht stimmt.
gerne eine Nachricht schicken. Das hilft. Und auch sonst natürlich ein kleines Hallo. Immer jederzeit willkommen. Ja. Wir sehen, wir sind zwischenzeitlich im Rennen drin. Gerade am Warten, bis wir ins Quali können, noch 10 Sekunden. Wir sind in einem relativ schlechten Split im Vergleich zu früheren Rennen. Wir haben ziemlich I-Rating abgegeben in den letzten Wochen. Ziemlich viele schlechte Rennen gehabt. Wie wir merken, 1,7 K. Normalerweise ist es zwischen 2 und 2,5 Tausend. Das I-Rating von mir. Das müssen wir heute ändern. Wobei eben ohne Übung wird es sicher zur Challenge. Aber mit ein paar guten Rennen, wo auch die Übung hoffentlich ein bisschen kommt, sollten wir das gut schaffen. Ich glaube, jetzt ist auch für mich ein bisschen besser von der Lautstärke her. Ja, so ist besser. Ist ein bisschen angenehmer. Ein Mini-Mühe noch runter. So. Ups, ja, nicht da reinfahren. Und dann etwas machen. So. Ich glaube, jetzt ist gut. Ja, ist ein bisschen spät für das erste Rennen. Also spät in der Woche, so muss ich sagen. Ich meine, es ist schon Freitag. Da sind die Gegner sicher ein bisschen geübter. Wir haben sogar oben links gesehen, da haben einige schon ein paar Qualis gemacht. Aber ja. Nicht so schlimm, würde ich sagen. Jetzt sind wir auf dem Teil von der GP-Strecke. Gut. Die Schikane schon mal nehmen. Die wird sicher spannend nachher im Rennen selber. Wie das die wird gehen. Das wird sicher ein bisschen zu Emotionen führen. Das ist ein bisschen Unterschied zum LMU, zum Fahren, so vom Feeling her, Steuerung, Autogefühl, es ist schon recht anders. Es fällt einem halt einfach immer wieder auf, wenn man die Simulation switcht, wie unterschiedlich die wirklich sind am Ende des Tages. Aber ja, am Anfang hatte ich ein bisschen Mühe mit LMU, um ehrlich zu sein, mit dem Force Feedback. Auch Mühe gehabt, mein Sim-Magic Gear richtig einzustellen. Das war gerade am Anfang recht mühsam gewesen. Und das Gefühl hat nicht wirklich gestimmt am Anfang. Aber jetzt unterdessen ist es nach ein bisschen Feintuning ist es gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht geworden. Wie lange haben wir noch Zeit? Ich weiß gar nicht, ob das für 2 Runden wird länger. Jetzt haben wir da ewig gehabt für rundum. Ja, we will see. We will see. Wenn ich... Ja gut, zu viele Hoffnungen muss ich mir glaube nicht machen. Ich glaube, Quali wird auch eher hinten sein mit meinem Midfield.
Wenn ich aber dürfte wünschen, wäre sicher so Platz 12. So in der Mitte wäre optimal. Es wird aber wahrscheinlich eher so gegen die 20 gehen. Habe ich das Gefühl. Ja. Da geht ganz hinger, wenn man da keine saubere Runde schaffen. Irgendwie komplett verschalten. 2 geblieben statt die 1 runter. Das war ein bisschen gar schlecht gewesen. Eieieiei. Uiuiui. Da merken wir die fehlende Übung. Und wie man das hat gemerkt hat. Ui. Upsi. Mhm. Langsam erinnern wir uns auch wieder, wie wir Kurven müssen nehmen. Aber nur ganz, ganz langsam. Und das wird nicht für eine zweite Runde lang. Definitiv nicht. Es sind noch 2 Minuten. Wir werden. Das schnellste ist 2,43. Ja, wird nicht reichen. Nö. Schade war's. Das bedeutet, wir sind aktuell Platz 10. Entweder sind die anderen viel später in die Runde rein, oder die haben alle ihre erste und einzige Runde verholt. Uiuiui. Aber ja, puh. Ja, komisch. Ah nein, ist noch ein bisschen runtergegangen. Jetzt sind wir schon auf 13 runtergefallen. War zu erwarten. Jetzt habe ich 150, würde ich sagen, ist der Bremspunkt, oder? Wahrscheinlich. Da bin ich aber nicht die Erste, oder schon? Nein. Glaube nicht. Ja, jetzt kriegt sie es da gerade raus. Ja. Platz 15. Etwa so, wie es erwartet war. Letzte von allen denen, die eine Zeit geschafft haben. 5 Sekunden hinter dem zweitletzten, der eine Zeit hat geschafft. Das ist suboptimal, würde ich mal sagen. Es ist fix, oder? 20 Minuten. Glaube. Ja. Heisst, wir müssen nichts einstellen. Wir gehen gerade auf die Strecke drauf. Und hoffen auf eine erste saubere Runde. We expect to be fighting for the podium. Ja, genau.
In den Träumen vielleicht. Heute wird nichts, zumindest in den nächsten paar Rennen wird nichts um Podium zu kämpfen. Das wird Kampf auf der Strecke bleiben. Eher so. Ja, müssen wir realistisch bleiben. Wie lange geht's noch? Nutze auf dem Stream Deck auch ein iRacing-Plugin. Ist noch so gäbig. Vor allen Dingen, wenn man schnell will, Einstellungen machen für Benzin und oder Pneu wechseln, kann man das auf Knopfdruck auf dem Stream Deck machen. Das ist recht hilfreich. Und ist dem nächsten Rennen, wo wir auch einen Boxenstopp haben, auch Gold wert. Die, auf Knopfdruck das einstellen, macht es halt viel, viel einfacher als da mit dem Steuerrad während dem Rennen Zeugs einstellen. Gut. Sind wir gespannt. Sind wir gespannt. Das wird sicher brutal. Im Sinne von Pace. Und im Sinne von erste Runde überleben. Ja, ein bisschen Respekt davon. Aber ja. Was setzen wir uns zum Ziel? Also eigentlich vorweg noch das Ziel. Das Ziel ist, ins Ziel zu kommen. Der Bonus wäre Top 10. Das wäre so... Ui, shit, es geht schon los. Da haben wir noch den Start verpasst, super. Und einer ist noch in mich reingefahren. Naja, mein Fehler gewesen, glaube ich. Definitiv mein Fehler gewesen. Jetzt sind wir offiziell letzt. Es sind nur 18 im Split. Alright. Nicht 25, wie ich gemeint habe. Das macht natürlich unseren Platz 15 nachher noch ein bisschen, viel schlechter. Und jetzt ein Turn 1. Sind wir gespannt, was passiert davor. Ich glaube, ich sollte eher ein bisschen vorsichtig rein. Ja. Nicht viel passiert. Okay. Ziemlich gar nichts passiert. Ja, das ist jetzt halt der Nachteil an meinem schlechten Platz. Dann da ist mir jetzt halt bei den wirklich langsamen. Können wir das vielleicht den holen, mal schauen. Schlecht wäre das nicht.
Hm. Das ist ein bisschen Depp. Ups, verschalten. Für all die jetzt erst gerade neu sind reinkommen, wir sind heute iRacing auf Monza auf der Combine-Strecke. Oh, da hat einen Unfall gehabt, okay. Auf der Combine-Strecke, ohne Vorbereitung, wie wir sehen, Platz 17. Sprich eigentlich letzt, weil der andere hat irgendetwas müssen flicken. Wir versuchen uns an die Pace zu tasten. Gestaltet sich im Moment relativ schwierig. Unser Ziel overall von heute wäre wieder auf iRating von 2000 zu kommen. Was auch nicht ganz einfach wird für heute. Gerade eben, weil nicht geübt und gerade auch, weil wir in den letzten Jahren auf LM-Musik fahren anstatt iRacing. Ja, aber das wäre so die Zielsetzung von heute. Und abgesehen von dem einfach ein bisschen Fun zu haben im ganzen Race. Das ist sicher, gehört auch dazu. Wir gehen, erste Runde ist durch, wir gehen wieder auf Turn 1 zu. Ein bisschen den Anschluss verloren. Ein bisschen schlecht gewesen, muss ich sagen. Aber ja. Ist ein bisschen zu erwarten gewesen, oder? 2,5, 2,6, ja. Wird immer grösser der Abstand. Oi. Muss ich da erst oder nicht? Ich glaube nicht. Ja. Müssen dann noch ein bisschen nach einer bisschen langsamer sein. Was macht das jetzt schon? Nein. Einfach ein bisschen früher bremsen davor, oder? Es wird eng. Also komm, ein bisschen bremsen. Hallo. Gut. Ei. Schlecht. Ei. Fühlt man sich fast wieder wie so ein richtiger Rookie. Krass. Richtig krass, wie schnell es geht, dass man, obwohl man immer am Racen ist, wie schnell dass man vergisst, wie die eine Simulation gegangen ist. Das ist krass, ja. Ja. Hier auf dem Rundkurs tut der Steuerrad aber der Fei ein bisschen wild, muss ich sagen. Vielleicht liegt es an meinen Settings, das könnte auch sein, aber es will definitiv nicht gerade bleiben und man muss Fei ein bisschen Druck entgegenhaben. Der Abstand wird immer grösser zum zweitletzten. Der letzte hat ja einen Unfall gehabt, von dem her der zählt nicht wirklich. Das ist zwar unterdessen wieder auf der Outlap. Aber ich würde mal sagen, das zählt nicht wirklich. Wir würden uns eher als Letzte bezeichnen aktuell. Ein bisschen schlechter Start, recht ungeübt auf der Strecke, lange nicht mehr iRacing gefahren. Merkt man im Moment gut all die Kombinationen von schlechten Sachen. Zeitlich. Okay.
sind wir 1,2 Sekunden in der Runde langsamer gewesen als der nächste. Die können wir irgendwie immer noch nicht. Aber langsam gewinnen wir uns wieder an die Strecke. Und iRacing. Und ja, der zweitletzte hat jetzt auch ein bisschen Zeit verloren auf uns, was super ist. Da könnten wir wenigstens, sagen wir mal so Top 15, wenigstens Top 15 wäre doch etwas. Nicht? Dann wäre zumindest ein bisschen besser als zweitletzt sein. Ja. Aber wir sehen jetzt auch, die Runde war definitiv ein bisschen schneller gewesen. Von dem her, es kommt langsam. Ja, wirklich nur langsam. Und wir haben ein bisschen Zeit aufgeholt. Gut. Es geht in die richtige Richtung. Ja. Pace ist definitiv noch nicht da. Ich meine, 3 Sekunden langsamer als der erste. Aber man muss auch mit wenig zufrieden sein. Man muss im Moment. Ja. Ziel heute von 1,7 iRating, das wieder raufzubekommen. Normalerweise sind wir zwischen 2 und 2'500. Das hat in den letzten Wochen ein bisschen gelitten. Und das Ziel wäre von dem her wieder auf die 2000 zu kommen. Monza sollte sich eigentlich gut anbieten für das. Aber wir müssen uns halt... Oh, dem sein Rädchen ist ein bisschen kaputt. Aber wir müssen schnell ein bisschen daran gewinnen, wieder an die Strecke, weil Monza lange nicht gefahren bin. Und der andere fährt dort weiter mit seinem kaputten Rädchen. Okay. Das wird sicher noch heute gefährlich. Ah nein, Glück gehabt. Okay. Wir machen zumindest Zeit gut. Das ist nicht schlecht, ne? Na, schade. Wir haben aber ein paar Plätze gut gemacht, sehr schön. Da wäre die Top 15 Platzierung, wie wir es uns da gewünscht haben, eigentlich schon bereits geschafft, wenn wir ja so ins Ziel kommen. Cool wär's. Aber wir versuchen uns mal noch weiter vorzukämpfen. Also im Moment sieht es ja nicht schlecht aus von der Pace her. Definitiv sieht es nicht schlecht aus. Weil Platz 12 holen wir auf. Aktuell. Okay, 2,47. Okay. Jetzt müssen wir uns einfach da vorkämpfen zum Nummer 12, damit wir ein bisschen Windschatten hätten. Nächstes Ziel, der Kirill.
Lang noch. Wir haben immer noch 8 Minuten Zeit. Kann noch viel passieren in 8 Minuten. Ja. Kann ich sogar noch ein bisschen später bremsen? Ich weiß es gar nicht. Der Kirill ist entweder... Nein, der hat wahrscheinlich einen Schaden. Nicht, dass er plötzlich so langsam ist von 1,45 auf... 2,45. Auf unterdessen 2,49. Ui, ich depp. Vergessen zu bremsen. Das war doof. Ja, no. Schade. Ich habe dort vergessen zu bremsen. Jetzt haben wir wieder 3 Sekunden Abstand auf den nächsten. Cool wäre schon, wenn wir uns den noch holen könnten. Ja, iRating wird so tatsächlich wieder runtergehen. Was hat es gebraucht? Platz 9. Gut, es waren halt auch wenig Fahrer im Split. Mal berücksichtigen. Sonst wäre es wahrscheinlich, wenn es voll wäre mit 25, wären wir auch mit Platz 12 schon auf plus minus 0. Aber so zieht es natürlich schon noch ein bisschen ab. Dann wäre noch gut, wenn wir... wir sind doch noch einen vorgekommen. Aber gleich wäre noch gut, wenn wir den Kirill noch holen würden. Mhm. Ja. Der andere hat auch wirklich irgendein Problem davor. Glaube ich. Das sieht immer so aus. Ja, das ist einfach immer noch nicht... ist noch ein bisschen holperig da durch, würde ich sagen. Ein bisschen sehr, sehr holperig. Aber wir kommen näher. Zumindest beim Kirill. Da ist in Schlagdistanz. Er ist schon immer ein bisschen am Weiven. So auch immer. Ja, wieso auch immer, gell? Das weiß man halt auch nicht immer, was mit diesen Leuten los ist. Ich glaube, hier können wir definitiv auch noch ganz viel Zeit rausholen. Das sieht zumindest so aus. Jetzt sind wir wahrscheinlich auf der zweitletzten Runde. Vermute ich mal.
Es geht noch 3 Minuten zu rennen, von dem her ist es durchaus denkbar, dass jetzt das die zweitletzte ist. Wir haben 1,7 Sekunden Rückstand auf 11. Er scheint irgendein Problem zu haben vor, von dem her sieht es durchaus realistisch aus, den zu holen. Weiter führen geht nur, wenn die vor irgendeinen Ausfall haben. Sonst holen wir die 10 Sekunden definitiv nicht auf. Vor allem fahren sie auch schneller als ich aktuell. Mehr als eine Sekunde schneller. Von dem her, ja. Upsi. Ja. Wir holen gegen noch auf. Ja, aber das ist unser Ziel, das wir uns da gesetzt haben, mit ins Ziel kommen und als Wunschplatz oder Top 15 zu holen. Absolut erfüllt. Sofern wir jetzt das Auto noch super ins Ziel bringen, natürlich immer vorausgesetzt. Aber sonst kommt das relativ gut. Jetzt plötzlich hat er wieder ein bisschen Zeit rausgeholt. Mal schräg. Gut, ja, ist glaube ich auch relativ schlecht gefahren. Dann kommen wir im 3. Das ist es noch nicht. Definitiv ist das noch nicht. Ja. Letzte Runde. Wir versuchen, uns nochmal daher zu kämpfen, aber das sieht schlecht aus. Krass, der erste ist schon im Ziel. Wie kann das sein? Ich glaube, das ist nicht. Ich glaube, das hat nicht gestimmt vom Crew Chief. Und du bist jetzt da schon fertig. Mhm. Jetzt, ja, who knows. Ich definitiv nicht. Uiuiui. Immer noch holprig, die Kurve. Ja. Ist so ziemlich jeder schneller als ich. Das war schlecht hier. Mist. Ja.
Und damit war das erste Rennen geschafft. Das Ziel so weit mal erreicht, ins Ziel zu kommen. Safety Rating sollte aufgehen. Platzmässig sind wir auf dem 12. Das ist so weit okay. Ich würde sagen, das ist okay, mit dem können wir leben. Für das erste Rennen. Und mit dem würden wir uns gerade direkt für das nächste anmelden. Das wäre jetzt das 40-Minuten-Rennen. Problem dort ist, ich weiß gar nicht, wie die Boxenausfahrt geht. Haben wir nicht angeschaut. Hätten wir vielleicht sollen während dem Training. Aber ja, das ist nicht alles haben. Wir haben, was haben wir, 13 Minuten Zeit für das nächste Rennen, ist das so? Nein, weniger. Jetzt 5 Minuten. Wir nehmen wieder den Mustang, das ist so unser Standardauto aktuell im iRacing. Genau. Wir würden. Akmo, da bin ich, das ist gut. Gehen wir da mal raus. Okay, da Overlays verschwunden, das ist gut. Ich würde ganz kurz verschwinden, etwas trinken holen und ums Eck gehen. Ich würde es einfach laufen und bin gerade wieder da. Bis gerade wieder. Bis gerade.
Mhm. Da bin ich wieder. Ein bisschen gestärkt mit einem guten Stück Kuchen. Ähm, das Kaffee geholt. Okay, ist auch schon am Start. Und mit dieser Stärkung gehen wir ins zweite Rennen. Sorry, vom heutigen Tag. Das ist das 40 Minuten Rennen auf Monza. Combined Streckenführung. Erstes Rennen war mehr zum Üben. Wir haben es überlebt. Das war das Hauptziel. Monza überleben, Turn 1 überleben. Ohne grossen Schaden ins Ziel kommen, hat alles funktioniert. Jetzt wäre natürlich das immer noch gültig, aber jetzt werden wir zumindest zeitlich im Midpack sein. Heisst, dass wir so plus minus no Y-Rating möchten, wäre das Ziel von jetzt. Das wäre das Ziel von diesem Rennen. Ja. Mal schauen, ob wir das packen. Jetzt ist kein Fix-Setup, sondern man kann es einstellen, seit eh und je für Setups nutze ich selber den Coach Dave Delta. Das schon seit der HCC-Zeiten. Es ist auch mit iRacing unverändert geblieben. Und schnell Garage, wo sind die Settings? Mal am. 25, 26 Simulcubes, ich glaube gut kann. Yes, open. Oh, schaut ihr das? Das ist ja blöd. Nehmen wir jetzt Qualifying, Open. Okay, das Falsche genommen. So biet. Starten wir ins Qualifying rein. Ziel überleben. Plus minus no Y-Rating bedeutet etwa in der Mitte von allen Fahrern ins Ziel kommen. Keinen groben Unfall machen. Und ein bisschen Zeit finden, damit wir nochmal eine Sekunde schneller werden. So, das sind so die drei grossen Ziele von diesem Rennen. Wo kann es uns zum Verhängnis werden, ist der Boxenstopp. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert mit der Combine-Streckenführung. Der könnte noch kritisch werden, I don't know. Ui. Ich bin noch rausgefahren, da wie ein Depp. Aber das finden wir dann raus, wie wir dort den Boxenstopp machen. Wahrscheinlich müssen wir dort einfach ein bisschen langsamer sein als alle anderen. Und dann müssen wir halt leben. Nicht so schlimm. Ich bin auch gespannt, ob jetzt mit dem Coach Dave Delta Setup wir automatisch ein bisschen schneller werden. Oder ob wir krass instabiler sind. Das finden wir raus. Also die Kurve, die immer noch nicht gehen, die nehme ich irgendwie falsch. Nicht gut. Ja, ich kann gespannt sein, wie das Rennen jetzt wird funktionieren. Puh. Ui. Oh nein. Oh no.
Ist echt der Karren komplett kaputt? Oder können wir gleich noch eine Runde fahren? Oh no! Das war schlecht gewesen. Und die nächste Runde fahren wir auf jeden Fall noch, weil... Ist echt dort nicht gerade 60? Oder 80? Auch schon. Ja, das war schlecht, dort den Karren zu verlieren. Ein bisschen unnötig. Ein bisschen sehr unnötig gewesen, der Crash. Wie lange haben wir noch Zeit? Längt es überhaupt noch für eine Runde? Oh ja, ja. Doch, doch. Hoffen wir haben nicht zu viel Schaden genommen. Schwierig zu sagen, nach der Ovale. Aber ich versuche jetzt da mal wenigstens noch eine Runde Zeit herzubekommen. Uiuiui, schlecht. Uiuiuiui. Naja. Das haben wir schon besser gesehen. Oh, fast wieder hier. Ja, da merkt man schon, dass das Setup ein bisschen anders ist. Und man merkt auch, dass ich ziemlich schlecht fahre. Jetzt hey. Alright, das gibt eine richtig langsame Zeit, aber wenigstens gibt es eine Zeit. So 45,9. Okay. Ist aber glaube ich schon eine Sekunde schneller als vorhin im Fixed. Nicht? Ich glaube es. Wir haben wenigstens einen hinter uns gelassen. Das ist doch nett. So, bremsen kann ich schon mal. Das ist doch sehr nett. Ja. Wir sind aktuell Platz 14. Jetzt kommen sicher noch ein paar ins Ziel. Aber so weit abgesehen vom Karrenverlieren sind wir auf Kurs. Ich glaube, da könnte ich auch noch raus. Ja, ready to race, das sind wir. Definitiv ready to race sind wir. Schnell schauen, wie viel überhaupt in unserem Split sind, in unserem Rennen. Nur 21. Ist das so? Nein, es sind mehr. 28. Das heisst, mit Platz 15 aktuell sind wir eigentlich fast genau dort, wo wir sein wollen, nämlich in der Mitte.
Wir hätten im Moment ein Minus von 7 I-Rating. Sprich, falscher Ort. Ein Platz besser. Und wir haben, was wir wollen. Setups. Wir brauchen Monza. Ja, den brauchen wir. Gut. Alright. Wir sind Platz 15. Wir sind relativ langsam unterwegs. Ziel ist Midpack plus minus no I-Rating. On top natürlich super ins Ziel kommen. Kein Safety-Rating zu verlieren, optimalerweise. Das sind so unsere Ziele von jetzt. Und ganz allgemein wieder zurück auf 2000 I-Rating zu kommen, das ist so das übergeordnete Ziel. Ja. Was ist denn bei uns? Komischer Lambo. Ein richtig komischer Lambo ist dann bei uns. Eine Livery haben wir keine. Wäre mal noch etwas, das Gara Racing Livery. Haben wir früher gehabt, in ACC tatsächlich, vor einem Jahr, 2. Aber im iRacing haben wir uns nie die Mühe gemacht, eine zu organisieren. Oder zu machen. Wenn es nicht ist, kann ja noch werden. Aber haben wir definitiv keinen Stress. Ja, und damit gehen wir steigen wir da ins Rennen ein mal. Dass wir einfach den Start nicht wieder verpfusen, weil vorhin haben wir ihn verschlafen und einer ist gerade hinter uns reingedonnert. Das ist natürlich auch nicht gerade so optimal gewesen. Mehr als suboptimal, würde ich sagen. Das Weaving bringt hier auch nicht wirklich etwas, oder schon? Die Knie werden, glaube ich, nicht wirklich wärmer. Zumindest ich habe das Gefühl, es lohnt sich nicht. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Müssen wir mal austesten. Aha, Car ist aus. Safety Car ist aus und damit müssen wir uns parat machen auf den Start. Jetzt geht's los. Langer verpennt, ja. Hat sich ein bisschen verpennt, würde ich sagen. Und so sind wir im Rennen. Das Rennen startet hier mit der Ovale, wie wir sehen. Bevor es nachher auf die GP-Strecke geht, mit der ominösen Turn-1-Kurve, wo wir sicher müssen aufpassen müssen, in der ersten Runde. Uiuiui. Wir merken, Windschatten hier ist recht ein Thema. Der Porsche hinter uns hat mega krass aufgeholt. Fast die Karre verloren. Oh nein. Das war aber jetzt Pech gewesen. Oh, das war jetzt richtig Pech gewesen. Was machen wir jetzt? Ja, da haben wir jetzt...
weiß nicht, ob wir da etwas hätten können machen. Karren flicken oder nicht? Ich habe fast das Gefühl, dass wir müssen. Das ist natürlich... Ich glaube, wir müssen den Karren flicken, weil wir kommen hier fast nicht um die Kurven herum. Ja. Mist, hä? Das war jetzt Pech gewesen. Ja, dann können wir wenigstens gerade den Boxenstopp üben. Oder? Ja. Jupp, jupp. So machen wir das. Wahrscheinlich geht das jetzt ewig. 4 Minuten. Jesus Gott. So viel zum Ziel, mit Pack ins Ziel zu kommen. Das war wohl nix. Ich weiss gar nicht, wie man das macht mit dem Flicken. Ob man da am besten einfach warten, bis die 4 Minuten durch sind, ob man früher wieder losfährt. Hat man irgendwie ein bisschen zu wenig Infos, um ehrlich zu sein. Die eigentlich fast einen Clip aufnehmen von diesem Unfall. Er ist einfach voll über mich drüber geflogen. Ja, aber... Ja, no. Ja, no. So be it. He? So be it. Ja, ich glaube, raus gehen wir nicht aus dem Rennen. Wir lassen jetzt den Karren flicken. Versuchen dann ein paar gute Zeiten rauszuholen. Wir sehen es mal als Training. Ich denke, das macht Sinn. Damit wir hoffentlich dann im nächsten Rennen ein bisschen besser sind. Zeitlich gesehen. Und vielleicht auch im Quali ein bisschen eine bessere Zeit fahren können. Das wäre wirklich noch cool. Es geht noch 2 Minuten 30. Der Karren vor mir sieht auch ziemlich kaputt aus, wenn man das von hier aus ist das Heck ziemlich am A. So kehrt es eigentlich die Steuer an, das soll das eigentlich. Dude. Ja, ja, wir lassen die Optional Repairs wirklich auch noch durchlaufen. Auf die Minute 50 kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Plätze werden wir definitiv keine gut mehr machen, außer es gibt Ausfälle. Von dem Rest vom Rennen würde ich sagen, Fokus auf gute Rundenzeiten.
die Strecke noch ein bisschen besser kennenlernen. Ja, so ist anders. Viel mehr können wir gar nicht. Nope. Ja, noch eine Minute, dann geht es weiter. Ei. Platz 23 hat man gerade überrundet. Glaube ich mal. 24 ist das, 25 ist das, 27 ist auch hier aus. Ja, sprich der nächste wird das 23, der eben wie gesagt uns überrundet hat. Hallo. Und ja. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen zurück auf die Strecke. Ein kleiner Worst Case, weil Platz 1 jetzt gerade kommt. Das ist alles andere als gut. Können wir wenigstens auch noch gerade üben, wie man andere durchlässt, wenn man Blue Flags hat. Uiuiui. Das ist eigentlich das, was man als letztes üben wollte. Oder? Schon ein bisschen. Ein Boxenstopp wird es immer noch brauchen, oder? Ich glaube es einmal. Ich glaube ja. Ja, vor allen Dingen hätten wir jetzt wenig Benzin, um ins Ziel zu kommen. Ja, einen Boxenstopp wird es immer noch brauchen. Oi. Karre schon fast wieder verloren. Gut, das war ein bisschen besser dadurch. Nummer 23 hat uns eben überrundet. Das ist eine Minute vor uns. Ja. Hätten wir im dritten können bleiben. Hätte. Nummer 1 kommt gegen näher. Hilft auch nicht. Schlecht gewesen. Ultra pur.
so wie sie uns die Renngötter noch nicht wohl sind. Ja, definitiv nicht. Nach dem ganz unglücklichen Unfall hier im Rundteil. Das ist ganz doof gelaufen. Mm. Alright, weiter geht's. Wir versuchen jetzt wenigstens nicht mal Schadensbegrenzung zu machen, sondern wir versuchen einfach ein bisschen Pace zu finden. Zu schauen, wie und wo können wir die Strecke noch ein bisschen besser fahren. Weil wirklich ein spannendes Rennen mit Zweikämpfen wird es hier nicht mehr geben. Wie gesagt, das wird eher so sein, dass wir müssen uns überrunden und aufpassen, dass wir dort können abschießen und blockieren. Schlecht gewesen. Schlecht gewesen. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen später bremsen. Eieiei. Jetzt kommt natürlich schon Nummer 1. Ja, jetzt kommt der. Gut, können wir ihm noch ein bisschen Windschatten geben, hat er sicher Freude. Solange ihn nicht abschießen. Ja, sehe ich. Komm nur. Ja, das war doch nett von mir. Habe ich mir ein bisschen Windschatten gegeben. Und jetzt sind wir da mittendrin im Renngeschehen, einfach 2-mal überrundet, 3-mal überrundet, keine Ahnung. Natürlich ein Mist. Ich bin jetzt auf 2,45er gefahren. Erstaunlicherweise 2,45er. Warum verschwindet der bei der See oder er? Oh. Mann, ich muss das Handy glaube ich abstellen. Wenn wir jetzt das Gefühl, wir müssen noch etwas schreiben. Oder? Oder? Ja, das ist einfach schon ein bisschen schlecht. Dass Leute so eager können sein, sich Kunst tun.
Wieder ein bisschen am Rand bleiben. Hm? Ja, Dude, du musst halt aufpassen. Mutter aufpassen, besser. Ein Rennen zum Vergessen. Oder? Ich würde sagen, ja. Wie lange noch? Immer noch ewig. Immer noch ewig das Rennen. Das wird gefühlt ein ganz langes Rennen geben. Ich glaube, in der nächsten Runde schalte ich nochmal in die erste abschalten, um zu schauen. Ja. Verliere jedes Mal fast den Karren, ist krass. Wir würden noch eine Runde fahren, bevor wir tanken. Die Pneu werden wir nicht wechseln, würde ich sagen. Einsam und verlassen auf Platz 23. So geht's. So geht's, so geht's. Ich werde mal auf Autofuel tun, aber das Gefühl ist ein bisschen zu wenig. Pneu würden wir nicht wechseln. Ja. So, jetzt mal erst mal schauen, wie der erste so tut. Vielleicht besser. He? Vielleicht besser, vielleicht auch nicht. We will see. Können wir dann auch nochmal austesten.
bin so schlecht. Ai, ai, ai. Mhm. Ui. Ich tue mal 33 Liter rein. Jetzt ist nicht da hier vorher auch schon 3 gehabt. Kann sein. Lol. Wo ist er? Ah, da ist er. Tja, hallo, da bin ich wieder. Oh Mann. Ist das schlecht? Ist das schlecht? Mhm. Immerhin, zweimal geflickt. Sie hat die Mechaniker nicht so gelangweilt. Da ist etwas zu tun. Und 3, 2, 1 und los. Hallo. Mhm. Vielleicht die Karre noch so anlassen. Lol. Jetzt überrundet mich der 22. nochmal einmal. Ah je, meine. Das I-Rating geht bergab. Massiv. Hm. Uff. Wackele klein, hm? So kommen jetzt wenigstens noch eine gute Runde. Beziehungsweise ein paar gute Runden. Die ein bisschen sauber sind. Nein, so nicht. Das war.
Jetzt bin ich ultra vorsichtig da durchgefahren, nicht? Hier auch noch mal einmal vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Hm. Wo sind wir? Da noch gerade einen Hänger raus. Nein. Glück gehabt. Einmal. Einmal. Das Nummer 19. Weiss einmal, da sieht man es. Der 22. hat eine Runde Vorsprung. Ist das so? Ja, einer ist überrundet. Ja, gemeint sich zweimal. Aber was zeigt da mal 2 Jahre? 1 Jahr. Anyways, jetzt. Es wäre cool, wenn wir hier. Das 24 ist vor mir. Lustig. Hier muss ich irgendwie auch früher bremsen, weil es sonst nicht geht. Eieiei. Zeitlich sind wir recht abgeschlagen, also auch von der schnellsten Runde her. Ist noch nicht so, wie man das gerne hätte. Aber jetzt holen wir wenigstens. Ja, gar nicht so schlecht. Delta besser. Lustig. Geht gar nicht so eine schlechte Runde. Und der erste macht 2,40. Au. Jakob. Wir sind fastest Lap 2,44,6. Zumindest die da umgehend vor mir sind, sind nicht schneller gewesen. Interessant. Und auch Nummer 19 kann im Moment nicht aufholen auf mich. Cool. Es ist gegen das. Sieht noch lustig aus, da nebendran einer ist. Ja, Ziel für die letzten 10 Minuten: stabil fahren und schnell fahren. Und endlich mal diese Kurve hier können. Aber habe ich wenig Hoffnung im Moment.
Gut, gut. Wo sind wir? Das geht immer noch viel schneller. Immerhin, wir sind eine Sekunde schneller gefahren als der vor uns. Ich weiß nicht, ob das ein riesen Achievement ist, aber es ist zumindest ein Fakt, dass wir da ein bisschen schneller sind als der. Wow. Einer ist raus. Der hat einen Unfall gehabt. Ui, ui, ui. Und immer noch nicht. Das war ich nicht. Ups. Wenn es so weitergeht, werde ich noch disqualifiziert. Hm. Noch 5 Minuten durchhaben. Dann haben wir das Rennen auch geschafft. Vor uns ist Nummer was? 22. Ja, wenigstens haben wir jetzt mal ein Ziel vor uns, das wir könnte aufholen, zu versuchen aufholen. So muss ich sagen. Das Steuerrad tut hier immer wie blöd. Heiland Donner. Wir versuchen, einen aufzuholen, der uns überrundet hat. Das ist unser letztes Ziel in diesen 4 Minuten im Rennen, die wir noch haben. Oh. Ah, das war mal besser. So muss ich die auch aktuell.
ein bisschen Zeit verloren, macht nichts. 3,8 Sekunden auf den nächsten, also auf den nächsten, auf den, der mich überrundet hat. Es ist immer mega gefährlich, den Karren zu verlieren im Moment. Ja, das war besser. Jetzt habe ich mir den mal ein bisschen besser verwünscht. Oh, der Goati hat einen Unfall gehabt, Nummer 19. Der Luca Jos ist unser Ziel. Ja. Auch noch 2 Runden, glaube ich. Also 1,5 jetzt. Das war schlecht. Ja, das war schlecht. Upsi. Okay. Haben wir noch okay? Da darfst du eigentlich wirklich nicht zu viel einlenken, weil sonst dreht es dir die Karre. Ich habe es gar nicht so in Erinnerung, dass das so krass ist, die Kurve. Oder ja, ist halt auch schon lange her. Okay, letzte Runde, dann haben wir es geschafft. Das Horrorrennen. Horrorrennen, ne? Oh, wow. Immerhin ist nächste Woche mal eine bessere Strecke, ich glaube Virginia, und die ist recht cool. Die finde ich noch cool, ja. Und generell die amerikanischen Strecken finde ich allgemein noch cool zum Fahren. Daytona ist mega, und Virginia ist cool. Sebring ist so, ja, könnte besser sein, könnten sie mal teeren dort. Was ist noch? Cotta, die kann ich nicht so gut. Tatsächlich nicht. Cotta habe ich noch nicht so viel gefahren bisher. Watkins ist cool. Nicht mega schnell, aber sie ist cool.
Ja, wir sehen, es hat einige Favorites in Amerika von mir. Okay. 22 können wir nicht können aufholen, aber der Abstand ist genau gleich geblieben, von dem her okay. Immerhin etwas. Ja. Immerhin. Schon noch anstrengend. Haben wir es jetzt? Minus 50 I-Rating gibt's doch nicht. Ui, ui, ui. Ja, das Rennen zum Vergessen. Würde ich sagen. Aua. Da hier raus. Das Rennen zum Vergessen. Ich glaube, wir melden uns gerade für das nächste an. Da haben wir 15 Minuten Zeit, das ist cool. Haben wir 15 Mal? Wir haben 15 Minuten Zeit. Melden wir uns gerade an. Dann ist das erledigt. Hätten wir eigentlich noch das Replay können vom Start anschauen können, haben wir auch verpasst. Müssen wir mal einstellen, dass es die Replays speichert. Splitmässig. Puh. Schlecht. Ja, schlecht. Das ist das Rennen von vorher gewesen, oder nicht? Also vorher. Ja, ist es gewesen. Das da wollen wir schauen. Minus 50, I-Rating minus 31. Mhm. Nicht so gut. Ähm, 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 ähm. Ja, was nehmen wir mit aus dem Rennen? Nicht der Haufen. Der Start hat den Plan so ziemlich über den Haufen geworfen. In der Ovale hat es einen genommen. Und da ist dann wie, also ich bin unter ihm durchgefahren, so muss man es sagen. Schade, hatte ich aber gleich von 4 Minuten flicken müssen. Und damit war das Rennen wie schon gelaufen gewesen. Und aber gleichzeitig, und das darf man nicht vergessen, habe ich auch danach nochmal einen Unfall gehabt, nach dem Flicken. Selbst verschuldet. Und das zeigt, dass wir den Monza noch gerade nicht so im Griff haben. Das hat sich in den letzten 10 Minuten gebessert. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen Geschwindigkeit gefunden. Es war nicht bad. Und wichtig gewesen. Wirklich wichtig. Ja. Mit dieser Ausgangslage haben wir nochmal ein I-Rating verloren. Wir sind jetzt auf 1698. Oder? Das ist nicht das Schlussergebnis, glaube ich. Ich glaube es. Anstatt 2000, wie wir uns gewohnt wären. Ja, schade. Aber ja, und mit dem melden wir uns. Nein, haben uns schon für das nächste angemeldet, was cool ist.
Ja, wir wollen schauen, was noch für Rennen ansteht in dieser Serie. Hier ist es. Ja. Ja, wir haben noch 4 richtig coole Wochen vor uns, finde ich zumindest. Also Virginia einer von meinen Favorites. Finde ich recht cool zum Fahren. Und ja, gute Ergebnisse erzielt in der Vergangenheit, in der letzten Saison. Mount Panorama immer ein Highlight, auch wenn schwierig zum Fahren. Und halt, gut, zum Zuschauen ist spannend, zum Fahren schwierig. Nürburgring, die Grand Prix-Strecke, mega cool. Absolut. Ups. Und Misano ist auch ein Highlight. Und ich glaube, das sind alles dann normale Streckenführungen, so wie ich das sehe. Nicht so komisches Combined-Zeug. Ja, not so bad, not so bad. Ich würde sagen, ich komme gerade wieder. Nochmal schnell ums Eck. Und dann geht es weiter in 5 Minuten mit dem nächsten Rennen. Next Race, wieder Monza. 20 Minuten fixed. Serie. Die Fanatec-Serie, genau. Mhm. In der Hoffnung, dass das nächste Rennen unfallfrei durchgeht. Und mit der hoffentlich einigermaßen okay Pace, das wäre auch gut. Etwa so. Etwa so ist der Plan. Ich würde sagen, eben, in 5 Minuten wieder zurück. Wir sehen uns gerade wieder. Bis gerade. Tschüss. Mhm.
Da sind wir wieder. Wir machen circa noch bis um 4 Uhr, hätte ich gesagt, heute. Heisst sicher noch 2 Rennen. 2, vielleicht noch ein drittes. Wir schauen mal, wie die Energie da ist. Aber jetzt machen wir als erstes nochmal das Fixed-Rennen, das 20-Minuten-Rennen auf Monza. Danach das 40 Minuten Open Setup-Rennen auf Monza. Die 2 stehen auf dem Plan. Und wenn die 2 durch sind, schauen wir mal, wo wir etwa stehen. Mit Rennen, mit Energie und so weiter und so fort. Bilanz von heute, ein bisschen ernüchternd. Anstelle von unserem I-Rating aufzubekommen, ist es runter. Die ersten 2 Rennen haben nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das erhofft haben. Heisst, wir müssen jetzt die nächsten 2 Rennen recht aufholen. Ziel für das 20-Minuten-Rennen ist einigermaßen okay Quali zu machen, damit wir irgendwo in der Mitte sind vom Feld. Und von dort weg ein paar Plätze gut machen, damit wir ein positives I-Rating haben. Das muss nicht wirklich so hoch sein, aber es sollte wenigstens grün sein und ein bisschen aufwärts gehen. Das wäre mal Ziel 1 für unser nächstes Rennen, wo in 3 Minuten losgeht. Hm. Wir werden vielleicht noch LMU fahren. Vielleicht später heute noch, am Abend. Auch das ist abhängig davon, wie die Energie da ist. Aber wenn, dann wird es einen Stream geben. Aktuell haben wir eben noch keinen Streamplan gemacht. Das ist noch ein offener Punkt. Im Moment ist alles noch im Versuch, in einem Test vom Ganzen. Das ist ja immer noch am Optimieren vom Ton, vom Bild, von allen Settings her. Von dem her im Moment ist noch gar nicht fixt. Und es geht einfach darum, einfach mal zu streamen, mal auszutesten, mal zu machen. Schritt für Schritt zu optimieren. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir die auch regelmässig streamen können. Und Racing zeigen. Das ist so ein bisschen die nähere Zukunft. Und bis dorthin bleibt es spontan. Gerade wenn Zeit und Lust da ist, wird es entweder iRacing geben und LMU. Etwas anderes ist nicht geplant. Klar, andere Spiele wären auch noch interessant. Abgesehen von iRacing bietet sich aber jetzt für diesen Kanal nicht so an. Von dem her bleiben wir sicher mal auf diesen 2. Vielleicht zeigen wir dir auch mal einen Assetto Corsa, der Evo. Das wäre auch noch ein Thema. Habe ich seit es rausgekommen ist im Early Access, ganz am Anfang mal schnell austesten und hat gar nicht überzeugt und seither gar nicht mehr gespielt. Das war wirklich ein ziemlich harziger Start gewesen. Man sagt, oder was ich so gesehen habe auf YouTube, dass es langsam ein bisschen besser wird. Man kann jetzt auch Online-Rennen gegeneinander fahren, das ist schon mal wichtig. Aber um ehrlich zu sein, es hat mich noch nicht wirklich gelustet zu fahren. Und im Moment haben wir eigentlich nur coole Rennen mit iRacing und LMU. Von dem her ist da nicht wirklich Bedarf da gewesen, irgendetwas zu ändern an dem Ganzen. Ja. Aber was nicht ist, kann noch werden. Aber ich behaupte mal, das wird noch ein halbes Jahr brauchen, bis A, die Spiele oder die Simulation einigermaßen cool ist. Und B, die Medien auch wirklich gelustet, dort mitzufahren. Ja. Von dem her, ja, schauen wir mal. Das Rallye ist sicher noch ein Thema. Ich habe noch kein rundes Steuerrad, von dem her Rallye noch gar nicht ausprobiert und auch noch nicht gekauft.
Aber das werde ich definitiv. Also die Assetto-Dings da mit Rallye zum Ausprobieren und ein bisschen als Abwechslung zu den GT3-Rennen. Absolutes Thema. Das Steuerrad ist unterwegs. Es hat ein bisschen Lieferschwierigkeiten gegeben. Ich weiß nicht, ob es wegen Black Friday ist, immer noch die Nachwehen, oder ob es wirklich am Rallye liegt, wo es rausgekommen ist. Kann ja beides sein. Who knows? Und, aber ja, sobald das da ist, werden wir es definitiv ausprobieren. Ja, das ist, hat mich schon länger gelustet. Und ist sicher etwas Cooles. Ich glaube jetzt nicht, dass es etwas ist, wo man jeden Tag fahren und grinden. Ich glaube, das ist mehr wirklich als Abwechslung zu den GT3-Rennen zu sehen. Aber why not? Das wäre sicher fun, ja. Genauso eigentlich wäre auch funny die Rundkurse, die ovalen Rennen zu fahren. Gefällt mir eigentlich auch noch gut. Aber auch dort hat halt einfach immer ein bisschen Zeit gefehlt. Zeit und Lust. Und am Schluss hat halt immer GT3 überwogen. Mit der Priorität. Und so ist es halt immer noch. Und jetzt so sind wir halt immer noch bei den GT3-Rennen, bei iRacing und eben noch im LMU. Fahren wir hauptsächlich GT3-Rennen, ohne irgendwelche Mixed-Sachen. Das ist das, was mir zumindest im Moment am meisten Spass noch macht. Aber alles andere kann noch kommen. Was nicht ist, kann noch kommen. Wie immer. Wir werden es sehen. Ja. Und damit sind wir schon eingestiegen ins nächste Rennen. Noch Minuten geht. Nachher geht das Quali los. Vom Split her sind wir eher unter dem Durchschnitt, wie wir sehen. 1,8 ist der Durchschnitt. Wir haben 1,6, gut, fast 1,7. Aber ja, der Split sicher im Schnitt ein bisschen stärker als wir selber sind. Soll aber nicht viel heissen, gerade in diesen Regionen. Ein paar wenige 100 I-Rating machen nicht so viel aus. Würde ich mal behaupten. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ziel für das Quali, irgendwo in der Mitte zu landen. Das wäre der Wunsch. Es sind 20 im Split. Ich sage, irgendwo in der Mitte wäre so zwischen 10 und 12 wäre das Ziel. Top 12. Das müssen wir jetzt rausholen, damit wir auch gute oder einigermaßen okay Position haben, um näher in die Top 10 zu fahren und ein positives I-Rating rauszuholen. Und mit dem geht es ab ins Quali. Die Session ist offen für das Quali. Wir versuchen, eine gute Zeit rauszuholen. Ein bisschen Fokus. Wird es sicher brauchen, damit wir da nicht wieder einen Unfall machen wie vorhin. Aber ja, let's go! Schon sehr ungewohnt mit der Ovale auf Monza. Ich weiss gar nicht, wird die Streckenführung immer noch gefahren? Oder gibt es die überhaupt noch? Also, weiss das irgendjemand? Was spannend wäre es natürlich schon auch, mal das Rennen zu schauen, wo sie wirklich auf der Ovale müssen fahren müssen. Natürlich schon auch noch cool.
Aber damit haben wir den Ovalteil hinter uns. Wir steuern auf Turn 1 von der Grand Prix-Strecke zu. Jetzt braucht es, jetzt wird es ernst, jetzt braucht es ein bisschen mehr Skills. Denkt es mir eigentlich nur, oder muss ich im iRacing mehr bremsen? Vielleicht kann ich die Settings ganz anders einstellen, das muss ich mal noch schauen. Das müsste ich echt mal noch auschecken. Also vom Gefühl her ist es im Moment noch recht anders zum LMU. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Schlecht gewesen. Ups. Ja, ist gut. Alles gut. Wir sind ja noch auf der Warm-Up-Lap. Da darf man sich das noch erlauben. Oder? Hm. Ziel wäre 1,44. Und der Pace von vorhin, den ich hatte, der nicht so gut war, ist auch 1,44 im realistischen Bereich. Glaube ich. Ja, ich weiss, ein bisschen langsam 1,44, aber was willst du? Ja, wir sind unterdessen auf der Lab, die zählt, oder? Ja. Jetzt sind wir. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt das Combined anschaut, ist der Ovalteil eigentlich komplett unnütz, nicht? Dann machst du einfach Vollgas, fährst da durch. Naja. Man muss nicht alles verstehen. Eieiei, Karre ist schon fast wieder verloren. Extrem holperig. Durch die Kurve geschlittert. Ui, ui. Okay. Ich glaube, so wie da alles noch in Ordnung. Jetzt bin ich gespannt, was es für eine Zeit gibt, weil für eine weitere Runde längt es ja, glaube ich, niemandem mehr. Ja, es geht 2,48.
Das ist eher schlecht. Definitiv eher schlecht gewesen. Ich glaube, wir können da raus. 2,48,2. Einer war noch ein bisschen langsamer gewesen. Wow. Ein einziger. Mathe T. Hoppala. Mhm. Wo starten wir echt? Weit vor wird es nicht sein. Das ist schon 14. Ich weiß natürlich nicht, wo die Händler im Moment sind. Die sind auch noch am Fahren. Ist fertig. Platz 14. Haben wir uns ein bisschen besser vorgestellt. Oder, mehr, höher, oder bessere Platzierung gewünscht. Da muss man es so sagen. Das Gesamtziel bleibt aber gleich. Jetzt wäre eigentlich das Ziel von 14 auf 10 zu fahren. Damit wir in den positiven I-Rating-Bereich hineinkommen. Weil es wäre schon auch noch gut, wenn wir jetzt mal ein bisschen besseres I-Rating hätten. Bedingt aber auch, dass wir da am Anfang keinen Unfall haben. Das lässt sich bei Ovalen nur so halb gut beeinflussen, wie wir es vorhin gemerkt haben, anderen Rennen. Ja. Ja. Wir sind tatsächlich so verteilt. Viele BMWs. Wir hier gerade auf der rechten Seite. Es ist der vor Ferrari, vor mir ein Porsche. Hinter mir jetzt Porsche und BMWs. Ja, BMWs im Moment ein bisschen am Dominieren. Spannend. Wenig Mustangs, aber das ist immer gut, wenn man für gleiche Karren hat. Finde ich persönlich besser. Und jetzt gilt es ernst. Startplatz 14. Ziel mindestens 10. Let's go. Das ist machbar, aber es muss gleich zuerst noch gemacht sein. Mit dem starten wir in die Warm-Up Lap. Ist jetzt der hinter mir gerade in mich reingefahren? Oder war das ein Anzeigenbug gewesen? Das hat ein bisschen komisch ausgesehen, um ehrlich zu sein. Ei.
Nicht mal, nicht mal hier können sie normal fahren. Ja, nun. Starten wir halt. Ich hoffe, es ist nichts kaputt am Karren. Das gibt der Penalty dort nicht. Was macht er dort? Die fahren irgendwie alle zusammen. Kommt sicher gut an neben mir. Wir hängen uns mal in Windschatten von dem. Bevor gibt es Unfall. Optimal. Es ist wirklich so, man kann auf der Ovalen nicht sehr viel machen. Scheiße, scheiße, scheiße. Puh, crazy. Ich bin jetzt Fokus auf Turn 1. Ein bisschen früh bremsen, aber macht nichts. Uff. Da war ein bisschen Glück dabei gewesen. Okay, jetzt versuchen wir hier beim Aston einfach hinter dran zu bleiben. Mal schauen, ob wir die Pace schaffen. Ist immer noch okay. Immer noch okay. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Es wäre gut, noch ein bisschen näher zu kommen, wegen dem Windschatten. Ups. Ja, wo sind wir doch jetzt platzmäßig? Stimmt doch das mit Platz 12? Könnte sein. Schauen wir gerade. Ja. Wenigstens haben wir Runde 1 überlebt, das war wichtig. Der Einzige, der einen Lab gemacht hat, erzählt. Und alles. Gut. Oder ist die Karre kaputt oder ich bin einfach ultra langsam auf der Gerade. Da könnte ich später bremsen. Mist.
Haben wir gesagt, Top 10. Gut, noch einen Platz und dann hätten wir unser Ziel. Hm. Hallo, ui. Musst du nicht arbeiten? Nobi, musst du nicht arbeiten? Am Freitagnachmittag. Uiuiui. Aha. Mit dem neuen T-Shirt, ja. Gesponsert von Red Bull. Ade. Bis später. Ich glaube, das Problem war, dass ich da im 6. schon war, nicht? Wobei der leuchtet wie blöd. Keine Ahnung. Die Hinteren kommen näher, die Vorderen fahren ab auf der Gerade, auf der Ovale. Vielleicht müsste die einfach im 5. fahren, aber oh, da steht einer, gefährlich. Danke. Und sehen wir. Ja gut. Gehen wir halt da in den Kampf. Aber irgendwie ist etwas mit dem Auto komisch. Oder mit dem Fahrer. Wie fährt der da? Ja, entweder ist der Fahrer oder das Auto, wie immer. Aber hier denke ich jetzt tatsächlich, dass es irgendwie das Auto ist, wo irgendetwas nicht gut ist. Hm. Hm. Das, jetzt bleiben wir mal im 5. Mal schauen. Und der Hinger ist viel, viel schneller.
sicher eine halbe Sekunde, die ich hier verliere. Hm. Also die vor können wir unmöglich holen. Upsi. Oh Mann, was Slowdown. Was er denn macht. Yeah. Upsi. Ja komm, geben wir dem die Vorfahrt und dann können wir uns hoffentlich hinten dran hängen. Hoffentlich. Hm. Und da der Windschatten hilft schon gut. Hm? Muss man da gescheiter runter? Glaub nicht. Glaube nicht. Aber es ist krass, wie stark es der Windschatten da im Ovalen hilft. Richtig heftig. Früher bremsen. Oh nein. Oh. Er hat auch ein bisschen Mühe gehabt wie ich, aber er ist gleich besser durchgekommen. Nein, ich glaube, es liegt nicht am Auto, sondern wirklich am Fahrer heute. Ja. Ich versuche dran zu bleiben, aber schwierig. Wirklich schwierig.
Hättest du 2 300stel, 3 Zehntel rausgeholt. 4 Zehntel, 5 Zehntel. Alles nur auf der Ovale. Wieso? Fast minus eine Sekunde. Und da hat ja auch keinen Windschatten. Oh. Es wird wieder nix. Noch zwei Runden auch, denke ich. Ja, auch noch 2. Das ist ein bisschen ernüchternd. Ich hoffe, es ist nicht das Auto, das so generell schlecht ist, sondern einfach, weil der Anger vom Anfang mir irgendwie etwas aerodynamisch hat kaputt gemacht. Weil sonst kannst du den Mustang definitiv vergessen. Ja, wir sind immer noch 13 und es bleibt auch noch 13. Ja, das war mal ein bisschen besser. Noch zuerst mal. Also.
Eine Runde noch. Zum Glück nur noch eine. Puh. Mhm. Ja. An den alten Einstellungen kann es nicht liegen, weil wir auf einem Fixed-Kurs sind. Heisst, auf der Ovale kann ich nichts machen, wo man schneller wäre. Also ist es entweder das Auto, das für diesen Track überhaupt nicht passt. Oder wir haben einen Schaden vom Anfang, der denkbar ist. Weil mir der andere hinten rein ist gefahren. Wie ein Depp. Ja, aber schwierig. Im Open Setup ist es natürlich noch etwas anderes. Das ist nicht vergleichbar. Von dem her schwierig zu sagen für heute. Mhm. War nix. Der Crew Chief findet, das sei gut gewesen. Immerhin einer, der es gut findet. Oh je, meine. Oh mein Gott. Das ist nicht Lab 1. Längst gar nicht mehr. Hallo. Hm. Mhm. Können wir uns rasch anmelden zuerst. Muss ich aus dem Rennen raus? Da ist, glaube ich, der Start. Super, ist, glaube ich, nicht schlecht. Da bin ich. Wir schauen nochmal, ob das da Schaden gegeben hat oder nicht. Wo bin ich? Ah, dort bin ich. So. Jetzt, Scheiß vielleicht. Ja, dann mache ich da noch ein bisschen weiter. Ja. Also das war komisch gewesen.
Mal, es hat glaube ich schon einen Schaden gegeben. Ja, mal. Aber minimal. Was das ausgemacht hat auf der Gerade, ja, also nicht sicher. Dass wir auf der Ovale gerade eine Sekunde verlieren. Wegen diesem kleinen Schaden bezweifle ich. Vielleicht ist einfach der Mustang nicht wirklich geeignet für auf dieser Strecke. Ja, möglich ist es, aber schwierig zu sagen. Schwierig. Ich würde sagen, vergessen wir das Rennen und steigen ins nächste ein. Wir machen nochmal einmal Monza. 40 Minuten jetzt. Open Setup. Setup werden wir das vom Coach Dave Delta brauchen. Coach Dave nutzen wir seit Ewigkeiten, schon seit zu Assetto Corsa Kompetitionenzeiten. Und der hat sich gehalten, wacker gehalten seither. Und darum nehmen wir auch für das heutige Rennen wieder von Coach Dave das Standard, einfach das Sprint-Setting von dort. Bewährt sich in der Regel. Im ersten Rennen von heute war es ein bisschen instabil, aber ich glaube, es ist mehr an mir gelegen als am Setup. Dann schauen wir mal, wie das hier jetzt geht. Aber ich glaube, heute ist definitiv nicht das Problem, der Setup oder Karre oder weiss nicht, ich glaube, der Fahrer ist heute das Problem. Zumindest nicht so optimale Rennen bisher gehabt. Und auch die Start waren eher harzig und schwierig gewesen, weil es einfach jedes Mal einen riesigen Crash hat in der Ovale. Wobei ich mich frage, wie kann es in der Ovale einen Crash geben, wenn man doch schon einfach bei Monza Turn 1 Angst davor hat. Naja, who knows. Liegt vielleicht auch daran, dass wir in den ziemlich schlechten Splits unterdessen sind. Mein I-Rating ist auf 1600 runtergesackt, von 2 bis 2500. Gut, das ist nicht nur heute, das muss man auch ehrlich sagen. Es ist über die letzten Tage und Wochen so entstanden. Und das müssen wir spätestens ab nächster Woche mit der Virginia wieder ändern. Das muss wieder auf 2000 gehen. Müsste aber auch realistisch sein. Hoffe ich zumindest mal. Ja. Hier noch das Ergebnis von vorhin. 2 Inzidenz habe ich gehabt. Das war der Start und schon noch etwas gewesen. Ja. Okay. Aber eben die Zeiten wirklich unterirdisch gewesen. Und die Gegner haben in über einer Sekunde jeweils auf der Ovale gewonnen. Von dem her ist auch schon etwas beim Start nicht gut gewesen mit dem Karren. Könnte schon sein. Wir werden es sehen. Ich hoffe, im nächsten Rennen können wir ein bisschen besser mithalten. Wir steigen demnächst rein. Wie sieht eigentlich das Safety Rating aus? 2,13. Okay. Mit dem können wir leben. Mehr oder weniger. Mal schauen, vielleicht ist das letzte Rennen oder vielleicht machen wir danach noch mal ein Fixed. Mal schauen. Ein bisschen von Energie ab. Ziel wäre für jetzt, was ist das Ziel? Ein gutes Quali. Es muss nicht überragend sein, aber so in der Mitte vom Feld müsste jetzt mal eigentlich drinnen liegen. Das wäre mal Ziel 1. Und dann alles, was positives I-Rating ist für heute, glaube ich, gut genug. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht für heute. Ja, bescheiden bleiben.
bleiben wir mal bescheiden. 1600, was habe ich? Sind wir etwa im Schnitt? He? Aber speziell. So, so schlechte Rennen hat es schon länger nicht mehr gegeben. Tatsächlich nicht. Wobei eben. Ich glaube, es ist schon auch noch etwas anderes, wenn man immer mal wieder abwechselt mit LMU. Ich glaube, es hat schon einen Einfluss, weil man gewöhnt sich halt schnell mal an eine Simulation. Und wenn man dann immer wieder wechselt zu einer anderen, muss man sich immer wieder umgewöhnen. Und ich glaube, das macht einem per se schon, glaube ich zumindest, ein bisschen langsamer. Wobei, für den Moment ist das noch okay. Wenn wir den Road to 3000 I-Rating haben, ist das logischerweise etwas anderes. Aber im Moment leben wir mal noch mit der I-Rating-Situation. Ja. So ist das leider. Wie viel sind am Start? 28. Ja. Sagen wir mal ein Quali-Resultat, das 14 wäre oder besser, wäre cool. Ups, wo bin ich da? Das ist falsch. Das wäre cool. Wenn es 16 ist, ist immer noch okay und alles weiter unter. Ja, wird dann schwierig, glaube ich. Ein bisschen strange im Moment mit den Settings und dem Coach Dave, was ich. Vielleicht muss ich auf das Quali selber warten. Damit wie sagst damit es Setups laden. Normalerweise zeigt es die eigentlich sofort an. Schauen wir in ein paar Sekunden. So. Aha, ich glaube, am falschen Ort gedrückt. Gut, das brauchen wir. Quali-Setup. Und let's go. Wirklich Stress haben wir nicht, um da hier rauszukommen. Weil es reicht nur für eine Runde, die zählt. Und dann ist das schon okay. Jetzt ganz kurz mal auf die Geschwindigkeit schauen, ob ich wieder so langsam bin wie vorher oder nicht. Gut, das ist jetzt schwierig. Müssen wir dann in der nächsten Schrägkurve schauen. Ob wir wieder Zeit verlieren oder nicht. Beziehungsweise Geschwindigkeit. Aber das scheint jetzt schon ein bisschen schneller zu sein. Aber eben mit dem Open Setup ist es halt nochmal anders als mit dem Fixed. So ganz vergleichbar ist es halt schon nicht. Für das müssen wir nochmal ein Fixed-Rennen machen. Vielleicht fahre ich auch einfach eine falsche Linie hier, das ist auch möglich. Wobei, ich glaube zwar nicht. Wir sind immer noch auf der Outlap, von dem haben wir no Stress hier. Gut, die Kurve verwutschen wäre gleich gesagt. Ja. So be it. Platz 14 ist das Ziel.
So, soweit immer noch gut, würde ich sagen. Aber ja, es ist halt schwierig, wie schnell die anderen sind. Das einzuschätzen. Nicht ganz einfach. Da aufpassen, da hat es mich nämlich vorhin ein paar Mal verräumt mit dem Setup, weil ich zu fest eingelenkt habe. Darum bin ich jetzt auch vom Gas. So, ab in die erste Runde. Die erste und einzige Runde, die zählt. Schauen wir mal. Ups. Es könnte schon sein, dass vorher etwas mit dem Karren war. Ich glaube, diese Geschwindigkeit die hatte ich vorher gar nie gehabt im anderen Rennen. Ich glaube, es ist gut möglich. Einigermaßen okay durchgekommen, würde ich sagen. Ui. Nicht noch einen dummen Fehler machen hier, das wäre dann mega schade. Ja, so weit so gut. Ai. So 41 ist schon verdammt schnell. Gespannt. Was haben wir für eine Zeit? Sagen 1,44. Ah, nein, 1,43. Aber immer noch die schlechteste Zeit von allen. Hey, nein. Gibt's doch nicht. Naja, und warum bremse ich da? Weil es eben nicht mehr für eine zweite Runde lenkt. Leider. Von dem her können wir getrost hier mal raus und warten. Hey, nein. 2,43,2 und wir sind zweitletzt. Drittletzt. Jetzt noch ein anderer Schweizer, der Patrick. Der Patrick Erni und er ist gerade vor uns. Das ist ja noch nice. Mal schauen. Wir einfach einander nicht schießen. Das wäre nicht schlecht.
Aber was heisst das? Also wenn wir wirklich wetten wollen, ein bisschen vorne dabei sein, müsste man 2,42 machen im Schnitt. Und so Best Lap im Rennen 2,41. Mhm. Mit was haben wir jetzt gemacht? 2,43,2. Ja, langt klar nicht. Langt nicht. Anyways. Ziel war ja was? Ja, ich habe gesagt, Platz 14, oder? Immerhin, das haben wir geschafft. Aber es haben mega viel keine gewertete Zeit. Naja. Wir brauchen wieder unser Setup vom Coach Dave. Und zwar Sprint Setup ist gut. Alright. Also Top 10. Top 10. Wir wären zwar eigentlich schon in der im Zielbereich. Zielbereich ist wirklich einfach positives I-Rating rauszuholen. Aber für das müssen wir zuerst mal durch Runde 1 durchkommen. Das wird nicht ganz einfach, behaupte ich mal. Dass wir da durch die Runde 1 sauber durchkommen. Naja. Wer ist der Ribeiro? Let's see. Patrick Erni. Fahrt er auch fort? Vielleicht der neben mir oder der vor mir links? 17. Nein, er ist dort der Lambo. He? Okay, merken wir uns. Der Patrick ist der Lambo. Dort nicht reinfahren. Der vor uns hat es irgendwie nicht geschafft auf die Strecke. Ja, tatsächlich nicht. Da haben wir schon mal Platz gut gemacht. Nehmen wir auch. Tja. Kann ich eigentlich im iRacing gleich fahren? Oder muss ich die anderen? Aber da sagt man Catch up to number 1, das wäre der da. Hoffentlich gibt es keine Strafe. Oh, das ist der Patrick da links von uns. Den seht ihr gar nicht. Den sehe ich natürlich nur auf meinem anderen Monitor. Ja, let's see. Bei Melamu habe ich nämlich letzte x-mal Speeding-Strafe bekommen in der Startformationsding. Aber ich glaube, iRacing ist da etwas anders. Da habe ich zumindest noch nie so komische Strafen bekommen am Anfang. Ui, sicher geben schon Gas. Shit. Ein bisschen pennt. Also, wenn wir hinter den. Gehen wir hinter Patrick und versuchen uns da zu halten. Dort gehen sie nebeneinander, das ist natürlich schon verdammt gefährlich.
So wie der. Wankert ein bisschen hier. Hm? Aber hier müsste sie ja mal wieder teeren. Alright. Erste Turn 1. Einfach sauber durch. Wieso bremsen die so früh? Uiuiui, es war knapp. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ein bisschen ins Schwitzen kommen. Mhm. Beide Schweizer, hä? Also wie und er, schön beieinander, wie sich gehört. Jetzt müssen wir einfach zusammen arbeiten und da vorne kommen. Genau so, nichts. Bei ihm schön im Windschatten bleiben und dann kommt es gut. Ui, aufpassen. Da einen Unfall gehabt. Ja, natürlich. Und der hinter mir kommt gefährlich nach. Mist. Mhm. Das ist einiges schneller. Uiuiui, jetzt dreht hier durch. Ein bisschen Angst habe ich schon. Kannst du mir sagen, was du willst? Irgendetwas ist doch mit dem Mustang nicht gut, hier auf der Gerade. Also auf dem Ovalen. Kann doch nicht so langsam sein. Gut, jetzt mit dem Windschatten. Früh genug bremsen wegen dem. Mist. Mist, okay. Uff. Und oh nein, der Schweizer Kollege ist weg. Nein. Schade. Ja, wir fahren immer noch zu langsam für hier vor. Jesus Gott, wie fahren die alle da? Nein, bitte nicht den Schaden.
Hätte ein bisschen vom Gas können, aber ja noch. Also der andere. Wo sind wir unterdessen? Ja, dank der Unfall auf Platz 5. Gibt's ja nicht. Das Rennen ist noch relativ lang. Relativ lang heisst 34 Minuten. Gut, da sind wir besser durchgekommen als der Porsche. Hinter uns. Wieder so komisch gefahren. Eieieiei. Ja, da habe ich jetzt gescheiter durchgelassen, weil man weiss nie so genau, wie die fahren. Und für einen Crash oder für Risiko ist es im Moment noch zu früh. Und gleichzeitig, falls ich schneller bin als der, würde ich den easy wiederholen. Von dem her muss ich noch nicht gross auf Kämpfe eingehen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, ob ich jetzt hier mal ein bisschen am Windschatten profitieren kann. Schauen wir mal auf den hinter mir, ob sich das verändert. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. 1,3. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist noch crazy mit dem Windschatten, wie viel es da bringt hier. Ui, ui. Schauen wir mal. Da sind wir einmal mal durchgekommen. Aber der vor hat ziemlich Zeit rausholen. Leider. Die Kurve geht noch nicht. Mhm. 3,5 auf den nächsten. Kann ich mich wiederholen. Das wird jetzt auch ein paar Mal so hin und her gehen, befürchte ich.
sehr schlecht gemacht. Er stößt mich an, geile Sicht. Das ist ein Zeichen, dass wir zusammenarbeiten. Also, let's go. Let's go, Mark. Aber jetzt ist ein bisschen vom Gas. Interessant, wenn er es macht. Okay. Ist da einfach gut durchgekommen, der Schikane. Einigermaßen. Oh, das hat sich noch nicht gedreht. Ui. Hat aber viel Unfall. Nicht? Hier nehme ich sie nicht so. Zu wenig Schwung nehme ich hier mit. Jedes Mal holen sie mich da. Und jetzt kommt nämlich noch der Paulinho. Oh. Was ist da passiert? Was ist jetzt da passiert? Komisch. Ist noch lustig, dass sie da vom Gas gehen und nicht nebendurch ziehen. Na jetzt. Ja, gut. Dann let's go. Ist das crazy, Mann. Das bin ich mir nicht so gewohnt, mit dem Anschieben. Oh, der hat so gar nicht gut verrutscht. Irgendwann verliere ich den Karren, wenn ich so weiterfahre. Ui. Mhm. Mist. Also komm. Wir lassen durch.
ist ein bisschen das gleiche wie vorhin, das gleiche Spiel. Wir können es uns immer noch erlauben, nicht zu kämpfen. Okay, Side by Side. Jesus Gott. Salut. Und von hinten kommen immer mehr. Also kommen wir schubsen den ein bisschen an. Zack. Nicht funktioniert. Oh je, kommt euch das gut? Das ist wieder unser Schweizer Kollege, he? Ja, der Patrick. Oi, 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 da. Crazy. Verreckte sich. Das ist hart umkämpft. Oh shit. Wie doof ist denn das gewesen? Okay. Wieder zusammennehmen, hinten nachfahren. Und gut ist. Aber es ist ein Rechtströppchen da vor mir. Das sehe ich jetzt schon raus, glaube ich nicht. Vielleicht. Okay, die Garwette haben wir uns geholt. Why not? Muss ich raus? Ich glaube nicht. Nochmal. Wahrscheinlich muss ich dann rausgehen und tanken. Wir machen Autofuel. Die Frage ist, wie viel brauchen wir denn? Ja, 44 sollte gut sein. Kurzer Moment ein bisschen crazy gewesen, da hinter dem Markt, aber immer noch gut. Holy shit. Also wir würden 44 Liter rein tun. Das müsste reichen. Ups. Ja.
funny ist es, das Rennen. Nein. Nein. Die Monitore haben sich abschalten. Nein. Nein, das geht's doch nicht. Oh Mann, nein. No way. Das geht's ja nicht. No way, dass sich die Monitore mit dem Rennen abschalten. Oh. What the fuck? Nein. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Das ist jetzt Towing und dann wahrscheinlich 20 Minuten flicken. No freaking way. Oh Mann. Ja. Required Repair 7 Minuten. 7 Minuten, wäre noch 4 Minuten optional. Das Rennen geht noch. 20 Minuten. No way. Ach. Ein bisschen sprachlos. Wirklich ein bisschen sprachlos nach dem. Nee, ich muss wirklich mal die Bildschirme anders einstellen. Das kann ja nicht sein. Danke, Samsung. Oh. Oh Mann. So sieht man aus, wenn man sprachlos ist. Ja, ein bisschen matte Zähne. No way. Ja. Ich würde sagen, mit dem lassen wir es ganz kurz so weiterlaufen. Ich glaube, ich fahre es schon noch fertig. Wenn wir es fertig fahren,
Werden wir sein? Ja, super. Werden wir 22, 21 sein? Ja, so be it. No way. Die Monitore, Mann. Vor allem alle 3 Monitore gleichzeitig auf Standby, optimal. Das ist halt Strom sparen. Oh Mann. Hm. Ich würde sagen, ich gehe kurz um die Ecke, etwas zu trinken holen. Mind Reset nach dem Stromsparmodus der Monitore. Und dann bin ich in 3 Minuten oder 4 Minuten wieder da. Jetzt wird noch, die Mechaniker sind noch dran. Die sind noch recht beschäftigt mit Flicken. No freaking way. So be it. Ich bin gerade wieder da. Bis dann ein bisschen Geduld. Bis in 3, 4 Minuten. Ist gerade wieder. Hier lassen wir es einfach weiterlaufen. Und schauen, wie da die anderen an uns vorbeifahren.
11 Minuten lang haben wir das Auto geflickt. Ja, geflickt ist es jetzt. Wirklich Stress auf die Strecke zu kommen haben wir da nicht. Aber logischerweise fahren wir es noch fertig. Ups. Wo ist das Steuerrad? Wieso ist das so? So. So. Wirklich schade. Es war ein mega spannendes Rennen, aber nein. Wir lassen da noch durch. Gut. Mega schade. Ich glaube, so können wir es für heute noch nicht stehen. Das gibt definitiv noch ein Fixrennen. Vor allem, weil es mich auch Wunder nimmt, ob wir im vorherigen Rennen, im Fixrennen, wirklich einen Schaden hatten, der uns im Ovalen so langsam hat gemacht hat. Oder ob generell das Fix-Setup im Mustang für diese Strecke ein bisschen für die Katze ist. Von dem her machen wir das dann noch. Nach dieser Misere, wo sich der Monitor abschalten will. Oder hat. Ups. Können wir es nicht so stehen? Definitiv nein. Oh Mann. Oh Mann. Aber immerhin, wir wären so um die Top 10 wären wir gefahren. Das hätte noch viel passieren können. Früher waren wir in einer Gruppe, was sind wir dort? 4, glaube ich. Das war recht spannend. Oh, schlecht verrutscht. Natürlich können die Rädchen auch nicht wechseln, solange ich dort raus war. No. Für die paar Minuten, wenn das Rennen noch geht, spielt es auch keine Rolle mehr. Oh Mann. Der vor uns ist. Wer ist das vor uns? Das 18. Oh, das ist noch ein schneller Cape. Okay. Noch nicht die letzte Runde. Scheint nicht. Vielleicht fahre ich einfach die völlig falsche Linie. Muss ich hier oben fahren? Jetzt sein. Wo muss man hier fahren? Kein Plan. Ja, von da ist jetzt viel schneller durchgekommen. Da fährt doch sicher eine bessere Linie.
Schon wieder verbremset. Mann, oh Mann. Wie lange noch? 1 oder 2 Runden noch? Was sehen wir jetzt da gerade? Oh ja, es geht tatsächlich noch eine Runde. Wer hätte das gedacht? Fahren wir mal hier oben. Vielleicht haben die eigentlich so Ultra Downforce Setups, die sie einstellen. Das kann natürlich schon auch noch sein. Also hier massiv Zeit gewinnen und dann halt im Rest der Strecke ein bisschen langsamer sein. Aber was sie auch dann gut können kompensieren mit dem Können. Könnte schon auch noch sein. Let's see. Der Dale Maxwell war vorhin gerade 4. oder was? Mhm. Und zum Abschluss ein kleiner Dreier. Unglaublich, unglaublich. Ja, das I-Rating steigt weiter ab. Krass. Ist das krass. Heiland. Ups, Heiland Donner. Ah. Was ist das da? Oh, da könnte man das Replay saven. Hm. Mhm. Okay. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht das da hier. Wobei, das ist die Vignette. Eine freaking Vignette.
Clou. Egal. Wir speichern es einfach mal und schauen dann. Also, das letzte Rennen. Pardon. Das letzte Rennen für heute noch. Das wäre das Fixed-Rennen. Hm? Ja. Im Mustang, logisch. Ich verschluckt. Oh Mann. Tu mal auf. Jetzt etwas. Jetzt wird gedrückt. Recht brutal. Safety Rating 0,6. Wie viel Sie denn das gehabt? 10. I-Rating minus 46. Ich bin bei dem gefahren. Wo ist denn unser Schweizer Kollege? Da. Und der hat auch einen Unfall gehabt. Wahrscheinlich. Der Drohner, mit dem haben wir doch auch gefahren. Aber die sind nicht rausgefallen wegen mir. Hoffentlich nicht. Wäre recht uncool. Wenn es wegen mir wäre. Ups. Dann bin ich raus. Auch hier. Lab 8. Oh nein. Das war wegen mir gewesen. Lab 8. Nein. Lab 9. Und der andere. Der andere. Oh no. Oh no. Wäre eigentlich fast noch. Wäre eigentlich fast noch okay gewesen, das schnell zu schauen. Wie macht man das eigentlich im iRacing? Das Replay-File habe ich. Die Frage ist nur, wo du das Replay-File anschauen. Who knows? Kann man das auch irgendwo? Müsste eigentlich für die Zukunft müsste eigentlich der Crew-Chief auch noch dazu schauen, dass man den auch noch hört. Im Stream. Ja, nicht verkehrt. Vor allem im iRacing ist er noch angenehm. Im LMU nervt er ein bisschen. Wer ein bisschen verwirrt ist wegen der Track-Limits. Aber hier ist eigentlich okay. Und in der Regel noch hilfreich. In der Regel. Ja. Oh Mann, oh Mann. So ist das. Etwas schauen. Ja.
ein Rennen. Es war eigentlich ein cooles Rennen gewesen. Ich darf eigentlich nicht sagen, ein Rennen zum Vergessen. Das ist, wäre falsch, aber Samsung hat gefunden, wir beenden das Rennen. Und zwar, indem nach irgendwie 3-4 Stunden Standby kommt und sich die Monitore mal abschalten, all 3 auf einmal, wird es wird's relativ dunkel. Oh Mann, wie war so ein cooles Rennen gewesen. Vor allem noch interessant, wenn sie einem immer von hinten anstoßen. Das habe ich auch noch nie gehabt. Ja, ja. Ja. Ich würde sagen, Fokus auf das letzte Rennen von heute. Wir machen noch mal das Fixed-Rennen auf Monza, auf der Combined-Strecke. Versuchen dort einigermaßen zu überleben und okay zu fahren. Ich hoffe, es läuft ein bisschen besser als das andere Fixed-Rennen. Das war nicht so gut gewesen. Ja. Hoffen wir mal. Oh, ja, jetzt geben wir uns noch. Ui, fast noch Kaffee ausgewählt. Wie lange haben wir noch Zeit? Ja, noch 7 Minuten. Jede Menge Zeit haben wir noch. Der Plan für heute ist, noch ein Rennen zu fahren. Wird das letzte sein vom heutigen Stream. Das letzte, ja, für heute. Und zwar werden wir das auf Monza fahren im Fixed-Setup, also das 20-Minuten-Rennen. Danach werden wir Pause machen und sicher ein paar neue Settings noch einstellen, ein paar Learnings implementieren. Den Crew-Chief tun wir nächstes Mal noch einbauen in den Stream rein, damit man den auch hört. Wie gesagt, ich finde den Crew-Chief im iRacing eigentlich sehr angenehm. Aber auch nur im iRacing, um ehrlich zu sein. Aber von dem her, er hilft aus meiner Sicht auch. Also von dem her, den behalten wir. Also eingehören immer auf dem Ohr, aber ich glaube, den können wir mit gutem Gewissen auch in den Stream hineinnehmen. Ja, und dann ist sicher der Plan, das Wochenende nochmal in streamen. Ein bisschen unsicher, ob es iRacing oder LMU wird werden. Muss ich noch entscheiden. Und Sven ist auch nicht ganz klar. Aber das werden wir sehen. Und im Verlauf der nächsten Woche wird dann sicher auch mal der Streamplan ein bisschen klarer werden. Vielleicht wechseln wir ja mal auf Hochdeutsch. Who knows? Da wahrscheinlich der Grossteil mein breite Berndeutsch nicht so versteht. Wechseln wir vielleicht mal auf Hochdeutsch. We will see. Ich glaube, das Mikrofon ist auch noch ein bisschen basslastig. Das können wir auch noch optimieren. Und dann kommt es dann vielleicht gut ab nächster Woche. Dann können wir ja auch mal ein bisschen Clips machen und keine Ahnung was. Ich glaube, das machen wir so. Ja. Und so ist der Plan. So ist der Plan für jetzt gerade, für die nächste Woche. Alles noch sehr spontan. Aber ja. Soll ja so sein. So soll es sein. Weil gross Stress machen müssen wir uns ja da im Moment nicht. Ja. Was habe ich jetzt da gemacht? Ah. Was man sicher kann sagen, nächste Woche wird am Freitag wird es sein.
ungefähr zu der gleichen Zeit wieder streamen, zwischen 12 und 4. Und das hat einen einfachen Grund. A, habe ich dort Zeit, das ist mal das Wichtigste. Aber es wird die Virginia sein. Finde ich selber recht eine coole Strecke. Macht mir auch recht Spass, die zu fahren. Und habe relativ gute Ergebnisse gehabt in der letzten iRacing-Saison oder vorletzte. Ich bin gar nicht mehr sicher, wann es war. Und von dem her, die werden wir ein bisschen grinden nächste Woche. Und eben dann vor allen Dingen am Freitag. Am Freitag wird es sein, wo wir fahren wollen. Auf das freue ich mich. Vielleicht tun wir dann dort sogar 2 Streams machen mit Virginia. Mal schauen. Entscheiden wir dann noch spontan. Aber Freitag wird sicher der Fall sein. Ja, weil Freitag ist optimal, weil dann nie etwas los ist und von dem her Streamzeit gegeben ist und vorhanden ist. Mhm. Ja, Virginia, die Woche drauf, Normand Panorama, sicher ein Highlight, wie immer. Nürburgring für mich auch wieder ein Highlight und Misano ist noch so eine coole Strecke, finde ich. Also von dem her, der Rest von der iRacing-Saison, die kommt gut, mit coolen Strecken, die vor allen Dingen eben mir selber auch noch Spass machen. Ist ja auch wichtig, ein bisschen selber Spass zu haben. Sonst wäre etwas nicht gut. Mhm. Das Endurance wäre auch mal wieder cool. Ja. Ja, das Endurance wäre richtig cool, mal wieder zu fahren. Könnte man sich auch noch überlegen, vielleicht für Monza am Sonntag oder so. Oder halt für Virginia. Ja, könnte man sich überlegen. Wäre ein Gedanke wert. Ja, wäre echt noch cool. Mhm. Noch 2 Minuten, 1,5 Minuten. Das Ziel bleibt, glaube ich, das gleiche für das letzte Monza-Rennen. Irgendwo in der Mitte qualifizieren mit einer Okay-Zeit. Und nachher im Rennen Top 10. Das, ja, ändert sich heute auch nicht mehr gross, die Zielsetzung. Jep, 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 jep. Gut, soweit ist da alles wieder ready. Ready für unser letztes Rennen. Ein bisschen lange Wartezeit, wobei ist eigentlich auch nicht schlecht. So 10 Minuten schnell eine kurze Pause vor dem nächsten Rennen. Hat uns eigentlich noch die nötige Zeit gegeben, das Replay anzuschauen. Das haben wir ein bisschen verpasst. Man muss mal schauen, wie man die gespeicherten Replays auftun kann. Wahrscheinlich auch unter Replay. Da wäre es gewesen. Wenn man die Augen auftun. Dann können wir da mal reinschauen. Ein anderes Mal. Okay. Ja, okay. Das ist cool.
Damit geht der Race-Server auf. Wir joinen natürlich gerade. Vom Split her. Ein bisschen bitter. Wo wir uns unterdessen befinden. Aber ja. Ändern können wir das auch nicht. Wir sind ein bisschen über dem Schnitt vom Durchschnitts-Elo, sorry, I-Rating. Aber das heisst eigentlich auch nicht wirklich etwas. Ist echt unser Kollege, der Schweizer, wieder dabei? Da war der Ernie, genau. Ernie ist schon am Start, nice. Doch cool. Mal schauen, ob wir uns wieder von der Pace her irgendwo finden. Vorher war es ja wirklich recht nah beieinander gewesen, und zwar das ganze Rennen bis zum Ausfall der Monitoren. Ja, von dem her. Ja. Dort schauen. Eben der Ernie ist ein Schweizer. Mal schauen, ob es noch einen anderen hat, aber hat keinen. Schade. Ja, wie immer, ein paar Holländer, ein paar Deutsche. Alles dabei. Alles dabei, wie immer. Wir versuchen. Jetzt habe ich nicht geschaut, wie viel sie auf dem 19. Ja, in dem Fall wäre Platz 10. Platz 10 im Quali. Wäre unser Ziel. Für das Rennen. Ein bisschen dehnen vor dem Rennen, bevor es losgeht. Ist noch anstrengend, so 4 Stunden oder 5 Rennen am Stück. Finde ich noch anstrengend. Gerade an einem gewissen Alter merkt man es schon ein bisschen. Es ist nicht mehr wie früher, wenn man stundenlang können durchgeben. Ja, das sind die Nachteile vom Alter. Der Körper macht dann nicht mehr so mit. Aber das hält uns nicht auf, jetzt hier ein gutes Quali zu machen. So, jetzt wollen wir endlich mal gut sein. Let's go. Aber ich weiss immer noch nicht, wie man die Ovali, auf welcher Linie man die am besten würde fahren. Ich weiß nicht, ob oben oder unten. Ich habe immer gemeint, oben sei besser. Aber ich kann mich auch täuschen. Wow. Ja. Kann ich mich definitiv auch täuschen hier. Die Kamera könnte ich eigentlich unten rechts her tun, da ich ja die Rückfahrtkamera vom Auto selber gar nicht brauche. Das wäre vielleicht noch smart, da ist es auf der linken Seite nicht so cramped, wie man so schön sagt. Ja, wäre noch eine Idee. Aber ich kann später bremsen, oder nicht? Nee, ich bin doch ein Noob.
Bin ich zum Noob mutiert. Innerhalb von ein paar Wochen. Ja, so schlimm ist es noch nicht. Hoffe ich. Wir sind in der Quali auf der Outlap. Da es die Combine-Strecke ist, wird es nur ein Hotlap geben, also ein Lap, das zählt, weil einfach die Strecke zu lang ist. Heisst, wir könnten uns theoretisch schon ein bisschen Zeit lassen hier auf der Outlap und mit den Pneu noch weiter aufwärmen. Auf der anderen Seite spielt es auch nicht so eine grosse Rolle. Meine Meinung. Weil wir zuerst in den Waldteil reinkommen. Das war der Outlap. Jetzt ein Fokus auf eine gute Hotlap. Wenigstens eine ist heute. Wo wir die Linie nehmen für die Oval ist immer noch nicht klar. Ich mache es mal wie immer, etwa hier unten. Nicht so unterst, aber etwa hier. Aber ich habe das Gefühl, ich verliere auf der Ovale recht viel Zeit im Vergleich zu den anderen. Zumindest im Rennen ist es mir vorhin recht so vorgekommen. Und auch da hinten, wir sehen es ja jetzt dort, da hinter uns, und wir haben zwar nicht gesehen auf der Strecke, aber im Overlay, der hat uns jetzt schon aufgeholt. Eine halbe Sekunde hat er geholt, mehr. Warum auch immer. Hier so ultra langsam. Blende ein bisschen. Track Limits? Nein, Glück gehabt. Ja, aber es gibt wieder keine gute Runde. Das wird nicht länger für vor dabei zu sein und auch kein Mittel ja, 2,47 ist nix. Aber wieso? Ist mir ein Rätsel. Schauen, bei der Pedal. Ich glaube nicht. Das hat umgestellt.
Sorry, die Wände sind so ganz komisch, aber ich bin ganz schnell Pedal etwas am Austesten. Die Pedalos. Ja. Pedal Preset ist auf GT3. Das ist gut. Schauen wir nochmal. Komisch nicht. Jetzt mal schnell auf 95 da auf dem Gas. Wir lassen mal für das Rennen so mal schauen, ob sich irgendetwas verändert. Aber es ist schon ein bisschen komisch, ne? So, Biet. Schauen wir mal. Wenn man natürlich nicht auf 100% Gas wäre, sondern irgendwie auf 97%, würden wir gerade auf der Gradien schon ein bisschen Zeit verlieren. Das würde es erklären, zumindest. Aber es wäre ja mega komisch. Vielleicht habe ich auch irgendwann etwas umgestellt, das ich so nicht wollte. Wir sehen es jetzt gerade. Wir sind auf Monza, der Combined 20 Minuten Strecke fixed Setup. Wir hatten relativ ein schlechtes Quali gehabt, aber das Quali hat trotzdem auf Platz 8 gelangt, weil irgendwie alle anderen keine Zeit geschafft haben. Warum auch immer. Platz 8 ist fein. Neben uns ist der Patrick Erni, das ist auch ein Schweizer, den haben wir vorhin per Zufall gesehen und sie ist schon im anderen Rennen gegeneinander gefahren. Lustig. Und in dem Fall hat sich die Zielsetzung geändert. Das heisst, wir arbeiten zusammen mit dem Erni. Das Ziel ist, dass wir zusammen vorfahren und uns da gute Zeit holen. Und gute Position. Aber damit wir das überhaupt in Angriff nehmen können, müssen wir zuerst mal die erste Runde überleben. Die letzten paar ersten Runden waren ultra crazy. Gerade die Ovali ist ein bisschen zu einer Glückssache geworden. Also auf der Ovale hat sie jedes Mal einen genommen. Ui. Und da ist wirklich, kannst du fast nicht ausweichen. Einmal hatte ich Glück, einmal hatte ich Pech. Ja, ich hoffe, diesmal haben wir nochmal Glück, dass da nicht, gut, generell nichts passiert, hoffentlich. Und wir vor allen Dingen einfach ohne Schaden durchkommen. Der Ern ist, glaube ich, der Lambo vorne rechts. Ich glaube, es ist der. So hat der vorhin ausgesehen. Und jetzt geht es gerade los. Nicht verpennen wie die letzten paar Mal. Ja. Ich war auch ein bisschen verwirrt.
Wir versuchen hier im Windschatten zu bleiben vom Ernie. Das wäre genau das Ziel und der andere nicht, dass der andere da hoffentlich nicht durchkommt. Aber er kommt leider durch. Das wird eine enge Sache bis dafür. Der Ernie ist ein bisschen langsam. Keine Ahnung wieso. Soll ich den ein bisschen anschupfen? Nein. Nein. Und Jesus Gott, überall nimmt es. Holy shit. Was ist denn das gewesen? Ich glaube, da schauen wir uns definitiv nachher das Replay an. Was ist denn das gewesen? Crazy, crazy. Es scheint nicht gross Schaden bei uns zu geben haben, aber es scheint doch ein bisschen buggy zu sein, um ehrlich zu sein. Schauen wir mal. Nein. Wir haben, glaube ich, keine normale erste Runde gehabt heute. Eieiei, da. Aber ja, wir leben noch. Mir ist Rätsel sowieso, aber wir leben noch. Und das riesige Chaos hat uns auf Rang 6 gespült. Gut, sagen wir nicht nein, aber... Das ist definitiv wert, nochmal drauf zu schauen. Was man wirklich noch merken muss, ist, meine Pedale nochmal zu kalibrieren. Ich glaube, die sind nie auf 100% gekommen. Und darum sind wir wahrscheinlich hier auf der Ovale. Haben wir jedes Mal Zeit verloren. Die Frage ist, verlieren wir jetzt auch wieder Zeit? Das muss dann in der nächsten Runde nochmal schauen. Aber da hinter mir ist auch, ja, der kommt auch mal näher. Komisch. Ja, der kommt sogar ziemlich krass näher. Ich glaube, jetzt habe ich einen Schaden, nicht? Jetzt kann ich ja wirklich Max-Geschwindigkeit bei weitem nicht rausfahren. Who knows? Who knows?
Das sind in Tendenz einfach immer noch alle einfach einiges schneller als ich. Hm. Ja, wir bleiben mal hinter ihm. Können wir ihn ein bisschen anschubsen oder nicht? Keine Ahnung, ob das auch etwas bringt. Krass. Okay, ist okay. Ich gehe glaube nicht in Angriff. Er soll noch fahren. Hat er nicht so gut gefahren. Nicht so gut ist noch schön geredet. Der Dude. Bevor er umfällt, es sieht fast so aus. He? Ui. Ich meine, das sind in anderen Kurven Mist. Jetzt kommen wir natürlich nicht mehr hinter dem in den Windschatten rein, so einem Mist. Und der fährt jetzt etwa die gleiche Linie. Vielleicht ist er schneller. Mir ist ein Rätsel. Nur komisch. Wir haben noch 10 Minuten in diesem Rennen vor uns. Platz 7 ist fein, aber wir verlieren mit jeder Runde massiv Zeit. Ups.
Ja, der Nummer 8 wird uns definitiv einholen. Und ich wäre nicht verwundert, wenn der 9 nicht auch noch käme. Hm. Der Sergi ist einfach 2 Sekunden schneller als ich. Komma 2. Tönt wie ein verdammter Rasenmäher. Hm. Was ein bisschen verpennt, die Kurve. Oh, bravo. Ja. Gut. Komm. Windschatten ist angesagt. Ups. Windschatten geht es ein bisschen schneller. Viel schneller. Ich glaube einfach ein bisschen früher bremsen. Oh, der bremst ultra früh. Ja, der Windschatten hat gerade 0,7 Sekunden ausgemacht.
Nur viel. Das Blöde ist, dass ich überall schon schneller bin. Aber es ist, glaube ich, nicht schlecht, hinter dem bleiben. Aber es ist nicht so verkehrt, hier im Windschatten zu bleiben und auf den nächsten aufzuholen. Weil ohne Windschatten ist aktuell nichts zu wollen. Aber ja, soweit ist das Rennen ein bisschen strange. Wir müssen dann auch das Replay schauen von der ersten Runde. Das war ultra messy. Ich glaube, ein paar Crashes gegeben, die ganz komisch haben ausgesehen. Das müssen wir dann nochmal anschauen. Aber abgesehen von dieser ersten Runde ist eigentlich das Rennen recht okay gelaufen. Bis jetzt. Ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe, die Monitore machen mit und stellen sich nicht ab. Aber jetzt ist ja, glaube ich, kein Standby angesagt. Es ist, glaube ich, nur alle 3 oder 4 Stunden. Wir müssen nochmal umstellen, dass das nicht passiert. Und hoppala. Jetzt wäre eigentlich das Ziel, da wieder aufzuschließen auf ein Sergi. Das müsste eigentlich in der Schikane möglich sein. Da war jetzt immer ein bisschen langsamer als ich. Was mache ich denn da? Ich bin gepennt. Kann natürlich schon auch sein, dass der Mustang generell in dieser Streckenkombination einfach ein bisschen schlechter ist. Wegen der langen Ovalen. Das ist theoretisch schon möglich. Müssten wir ein paar andere Mustang-Fahrer mal befragen, ob die auch irgendwie Nachteile merken. Also auf der GP-Strecke ist es eigentlich völlig okay zum Fahren. Aber sobald die Ovale kommt, ist ein massiver Einbuß da. Vor allem, wenn kein Windschatten da ist, kannst du ziemlich vergessen. Ja, letzte Runde. Let's go. Letzte Runde. Wir haben 3 Sekunden auf 9 Vorsprung, das sollten wir behalten können. Das ist da unser Schweizer Kollege, der Ernie. Haben wir nicht mehr gesehen. Vielleicht war er im Unfall involviert am Anfang, müssen wir dann auch wirklich dran schauen. Bitte daran erinnern, falls ich es vergesse, bis in 3 Minuten. Ja, die davor ziehen weg. Der Hinger kommt näher. Krass.
Mhm. Ja, das bleibt beim Platz 8. Adele. Nicht mehr weit ist es. Aber eigentlich traurig, dass das unser bestes Ergebnis vom heutigen Tag ist. Ziemlich tragisch. Ja. Platz Nummer 8. Da sind wir. So, jetzt schauen wir uns das Replay an. Jetzt schauen wir uns das mal an. Vielleicht speichere ich sogar noch. Save. Was wir einen Titel geben? Nein, heute nicht. Heute nicht. Zurück. Zurück an Start. Vielleicht zuerst mal von oben. Ist das der Start gewesen? Das war die nächste Runde, der Unfall. Ja, wir warten schnell ab. Okay. Oh. Oh. Das habe ich natürlich so nicht gesehen. Nochmal zurück. Holy shit. Okay. Der hat uns ein bisschen rausgedrückt. Wissen wir, welcher das ist? Wir gehen mal. Ja. Okay, das war mal Unfall 1. Wer war das? Der Ju. Uncool, vom Ju. Okay, aber das habe ich nicht begriffen. Im Rennen. Okay, jetzt gehen wir wieder rauf. Oh nein, warte. Davor hat es ja noch krassere Unfälle gehabt. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Also warte, wir sind was? Da hinten gsi.
Vom 7. Und das 3. Ja. Oh, das ist natürlich unschön da hier. Das ist aber nicht das 3. Das ist jemand. Ja, der Hanger ist die Karre nicht im Griff, der Mesut. Okay. Und nachher hat es doch noch einen Unfall gegeben, wo ich durchgefahren bin. Wo bin ich jetzt? Da bin ich. So, irgendwie habe ich mich da wieder gerettet. He? Was ist denn das? Oh, da. Warte. Nochmal zurück. Hä? Nein, wo? Jetzt ist gerade weg gewesen. Blub. Hä? Das ist nicht der, den ich schauen wollte. Da ist es. Was ist denn das? Hm. Boom. Fahre weg. Und ich komme da. Wo bin ich? Wo bin ich jetzt da? Wo ist das Cockpit? Ich kann ja von hier schauen. Hm. Nein, nein, nein. Nicht von hier. Wo ist Cockpit hier? Nochmal zurück. Jetzt sind einfach weg. So, à wie heisst es im Marvel-Film? Der Snap? Tana Snap? Dann fort sind sie. Bumm. Fort. Durch. Und durch. Was ist denn mit dem dort? Da war euch weg gewesen. Der da hier. What? Ja, ich glaube, das hat ein bisschen Fehler gehabt hat, glaube zwei, drei Fehler gehabt im Spiel. Ups, sorry. Ja, no. Gespeichert haben wir es. Ah, yeah. Ist das crazy. Okay. Alright. Wir gehen schauen. Wir gehen schauen. Wo ist unser Kollege? Ich glaube, der hat es eben rausgekickt. Haben wir jetzt gar nicht geschaut, der Gabriel. Patrick meine ich. Hat auch einen Unfall gehabt. Ich bin 8 geworden. Safety Rating. Ja, bravo. Nicht wirklich rauf. Wie viele Incidents? 4. Nummer. I-Rating 18 rauf. Auch nicht gerade der Wahnsinn. Ja.
So viel, so viel zu unserem besten Ergebnis von heute. Immerhin haben wir noch den Thanos-Neb erlebt auf der Rennstrecke. Einfach die Kerren sich in Staub verwandelt haben. Oder in Flammen. Wenn man ja so bietet. So viel zu dem. Das war unser letztes Rennen für heute. Hat Spass gemacht. Mit ein bisschen unvorhergesehenen Incidents, würde ich mal nett sagen. Wir nehmen mit, vielleicht unsere Pedale nochmal konfigurieren, dass die immer auf 100% sind. Ich schaue jetzt gerade noch mal schnell rein, was mich Wunder nimmt. Jetzt kommen sie auf 100%. Aber ich glaube, da kann ich nochmal etwas einstellen und tweaken. Muss ich dann gerade schauen. Und, im Stream nehmen wir den Coach, der Crew Chief mit rein, dass man den hört, vor allem wenn wir iRacing machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Wochenende wieder. Leider kann ich noch keine Zeit geben. Sicher heute in einer Woche, zwischen 10 und 4 wieder, auf Virginia. Das ist schon mal in Stein gemeißelt. Würde mich freuen, euch wieder zu sehen dann. Freue mich auch für einen Follow. Absolut. Und von dem her einen schönen Abend. Bis dann. Und genießt den Rest vom Freitag und genießt das Wochenende vor allen Dingen noch. Bis gleich.